Moin, Ladies and Gentlemen. Ich darf euch wieder recht herzlich zu einem kleinen Airsoft-Video begrüßen. Und wir schauen uns heute mal zusammen die relativ neue ICS MX5-P an. Bedeutet die aktuelle Generation MP5 aus dem Hause ICS. Und das Ganze kommt wie die AR-15-Serie auch mit einer Split-Gearbox. Bedeutet auch dieses Modell könnt ihr ganz einfach und easy einmal aufklappen. Ist unheimlich benutzerfreundlich, sehr zugänglich, sehr schön konstruiert innen drin. Und im Vergleich zu Syma und JG verwendet hier ICS am Receiver auch einmal komplett Stahl und nicht so eine Zink-Aluminium-Legierung. Also das Modell schauen wir uns mal im Detail an. Ich habe mir hier eine schicken lassen. Ihr seht, hat mir sehr gut gefallen. Hier die Variante mit dem integrierten Dummy Light oder halt Fake Light, da in Deutschland halt leider nicht erlaubt. Auf jeden Fall hier so eine Lampenattrappe direkt drin verbaut. Es gibt dieses Modell aber auch noch als Quad-Rail-System. Bedeutet, ihr habt den Vorderschaft letztendlich mit Picatinny-Schienen, um weiteres Zubehör irgendwo dran montieren zu können. Wie gesagt, ich habe mir jetzt nur dieses Modell schicken lassen und die schauen wir uns zusammen im Detail an. Gut Leute, macht euch vielleicht ein Bierchen auf und los geht's. Dann lasst uns wie üblich zunächst mal wieder mit dem Lieferumfang beginnen. Und dieser fällt im Vergleich zu anderen Modellen heutzutage doch etwas nüchtern aus, muss ich sagen. Bedeutet, es ist letztendlich nur so ein ICS-Katalog einmal drin, wo es die ganzen Kniften einmal abgebildet sind, aber weder Gebrauchsanweisung oder sowas, wie man das Ding als Einsteiger oder Anfänger bedient, wie man Akku einlegt, Hop-Up einstellen, ist absolut nichts dabei. Also hier, wie gesagt, bei mir war wirklich nur dieser Beipackzettel oder dieser Katalog dabei. Es könnte aber auch sein, dass der einfach von Begadi wieder vergessen wurde beizulegen. Ich bekomme ja letztendlich immer diese Muster von Begadi, diese selber testen, kronen, vielleicht auch fotografieren. Und dementsprechend kann es passieren, dass hier irgendwas vielleicht vergessen wurde. Auf jeden Fall bei mir keine wirkliche Gebrauchsanweisung im Karton enthalten gewesen. Was dabei war so ein kleines Chronoprotokoll wieder von Begadi. Da wurden 10 Schuss gekront mit durchschnittlich wo liegt man im Durchschnitt? Bei 1,4 Joule ungefähr im Durchschnitt. 1,4 Mittelwert, genau. Schwankt aber auch ein kleines bisschen. 1,35 Minimum hatten sie und 1,42 Maximum. Werden wir später wieder nachkronen. So, und dann habt ihr letztendlich nur noch einen Laufreinigungsstab dabei. Der ist auch relativ lang geraten seitens ICS. Der hätte um die Hälfte kürzer sein können, aber gut, es ist einer dabei. Und dann ein kleines bisschen enttäuschend, es ist ein High-Cap MP5 Magazin Stahlblech dabei. Wie gesagt, ein High-Cap. Also anscheinend hat ICS keine Mid-Cap Magazine, was ich schon mal schade finde. Und dann letztendlich nur noch die Knifte selbst. Und wenn ihr das einfach mal vergleicht, zum Beispiel E und C, diese BC9 Competition Skeletor oder auch diese EC25, was wir jetzt das letzte Mal im Video hatten, da habt ihr 2 Mid-Cap-Magazine dabei und ihr habt sogar noch irgendwie Picatinny-Schienen mit im Lieferumfang enthalten, 3 Stück. Und das nenne ich einfach einen sauberen Lieferumfang. Also hier einfach so ein bisschen altbacken oder ein bisschen wenig für den doch relativ hohen Preis, muss ich sagen. Zumindest Mid-Cap-Magazine, 2 Stück, wäre super Sach gewesen. Bei der technischen Seite möchte ich letztendlich 2 Punkte mit euch durchsprechen. Alle Informationen, Datenblatt blende ich euch da drüben wieder ein, wen es interessiert letztendlich. So, 2 Punkte. Zunächst einmal Vergleich Gewicht. Wer das Review damals gesehen hat zu der Syma MP5 oder Syma, bei Begadi heißt sie SMG Mod 5 oder sowas, müsst ihr gucken. Auf jeden Fall Syma CM041 Serie G und H zum Beispiel, die sind aufgrund des Materials und des Schiebeschaftssystems hinten relativ schwer. Natürlich, es kommt dazu noch Zink-Aluminium-Receiver und auch hinten dieser ganze Übergangblock bei Syma ist alles komplett aus Vollmaterial. Und dadurch wirken einfach diese Syma MP5s sehr schwer und sehr wuchtig. Wenn ihr die ICS auspackt, ist das dagegen fast schon ein kleines bisschen Leichtgewicht. Ja, sie wiegt 2720 Gramm mit dem integrierten Dummy Light vorne drin. Aber ich habe sie vielleicht auf 2,5 Kilo geschätzt, also 2500. Denn sie wirkt einfach, obwohl sie einen Stahlreceiver hat, wirkt sie einfach unheimlich leicht, muss man sagen. Ich würde sie ein bisschen mit so einer Polyamid AR-15 würde ich sie ein bisschen vergleichen. Wie gesagt, ich hätte sie deutlich leichter geschätzt.
So, und der zweite Punkt bei der Technik, ihr seht hier vorne dieses MP5-Modell oder auch diese RES-Version oder halt die mit den Picatinny-Schienen, hat vorne kein Gewinde für eine Schalldämpferattrappe oder für einen Tracer. Da hat jetzt Begadi nochmal so ein Teil hier mitgeschickt, das ist so ein Adapter, bedeutet ihr schraubt den hier unten raus, wird von unten letztendlich nur mit einem Gewindestift gehalten, also Dummy Light rausschrauben, Gewindestift lösen, dann könnt ihr das rausziehen und dann könntet ihr diesen 14 mm Adapter mit dieser Gewindeschutzkappe einmal hier dran installieren. Aber auch das ergibt natürlich nur Sinn, wenn ihr entweder diese Picatinny-Version habt, also mit dem Riss vorne dran, oder das Ganze ohne der Lampenattrappe verwendet. Denn natürlich, selbst wenn wir uns hier jetzt diesen Adapter einmal installieren, wir kommen hier dennoch nicht mit einer Schalldämpferattrappe einmal drauf. Die müsste so dünn sein vom Durchmesser, damit wir über diese Fake-Lampe einmal drüber kommen. Also entweder Lampe weglassen oder wenn ihr unbedingt einen Schalli oder einen Tracer verwenden wollt, eventuell zu der Version mit den Picatinny-Schienen greifen. Allerdings, wenn ihr euch dann mal die Bilder anschaut, die baut aufgrund des Vorderschaftes dann hier vorne relativ fett oder relativ breit. Ist rein theoretisch sogar dafür ausgelegt, vorne einen Akku aufzunehmen. Tut sie zwar nicht, aber sie wird einfach vorne deutlich bulliger. Bedeutet, hier ist diese Version mit dieser Lampenattrappe ist hier deutlich schlanker im vorderen Bereich des Vorderschaftes. Gut, Energie habe ich euch schon gesagt, Begadi gibt sie an, glaube ich, mit 1,3 bis 1,4 Joule. Ich habe sie für euch wieder nachgekront mit 0,2 und 0,3 Gramm. Somit haken wir den Chronotest ab. Energieabgabe ist schön konstant und auch von der Energie selbst nicht übertrieben. Bedeutet nicht irgendwie 1,8 oder 2 Joule reingebuttert in das relativ kompakte Modell, muss man sagen, sondern für die meisten Spielfelder vollkommen in Ordnung. Und natürlich auch, wie vorhin schon angesprochen, natürlich auch Split-Gearbox-System, unheimlich geiles Feder-Schnellwechselsystem und man kann auch das ganze Modell problemlos auf 1 Joule, 1,2 Joule runterdrosseln und wenn ihr Bock habt, vielleicht sogar über so einen einstellbaren Pistenhead mit einer schwächeren Feder, vielleicht sogar runter auf 0,5. Wäre rein vom System und rein von der Konstruktion absolut kein Problem. Also auch hier muss man wieder sagen, von der Energieabgabe sehr flexibel einsetzbar. So, Thema Hop-Up wird heute einen Pluspunkt geben. Ja, denn meiner Meinung nach out of the box das beste MP5 Hop-Up-System drin. Der Aufbau bzw. die Konstruktion von ICS ist hier im Vergleich zu Syma und JG ein kleines bisschen anders. Zunächst mal, ja, natürlich der Spannhebel oder der Charging Handle ist mit Funktion. Ihr könnt ihn slappen, wenn ihr Bock habt. Aber ihr seht hier innen drin, natürlich, es ist weiterhin ein Schiebersystem wie bei den anderen Herstellern auch. Allerdings verwendet ICS an der Hop-Up-Kammer selbst ein Klicksystem und um mehr Hop einzustellen, müsst ihr den Schieber nicht nach hinten ziehen, sondern über die Klicks ganz fein einmal nach vorne drücken. Und dann merkt ihr so ganz feine, kleine Klicks letztendlich drin. Und darüber lässt sich der Hop einfach unheimlich schön und sehr konstant einstellen. Ich habe jetzt durch das Ding knapp 1000 Schuss, 1200 Schuss durch und das Hop-Up hat sich absolut nicht verstellt. Bedeutet, wo man bei Syma und bei JG teilweise hergehen muss und muss irgendwie mit einem O-Ring oder mit Schimmscheiben arbeiten, damit der Schieber schön an seiner Position bleibt, ist das Ganze bei ICS schon mal besser umgesetzt. Bleibt also konstant und verstellt sich nicht. Dann verbaut Begadi natürlich auch hier wieder ihr Fly-Hop-Up-System mit dem passenden 5 mm Tensioner und es funktioniert out of the box einfach klasse. Ich habe jetzt nur 0,28, 0,3 und 0,32 probiert, also bin jetzt nicht höher und nicht weiter runter gegangen und diese Grammaturen funktionieren wirklich out of the box, alle tadellos. Dementsprechend Hop-Up-System wird heute einen Pluspunkt geben. Dann lasst uns weitermachen mit den allgemeinen Informationen. Ich drehe sie euch vielleicht mal ganz kurz noch auf die Seite, dass ihr euch vielleicht mal ein kleines bisschen anschauen könnt. Aber gut, ist halt eine MP5, sollte jeder einmal kennen. Der erste Punkt, den ich im Allgemeinen ansprechen möchte, ist bei der Variante der Vorderschaft mit dieser
ja, mit diesem Dummy-Light einmal drin oder mit der Attrappe vorne drin. Das ist an sich, finde ich, das sehr schön, denn im Vergleich zu dem Quad-Rail-System oder zu dieser Picatinny-Version greift sich diese Version schön schlank und schön angenehm im vorderen Bereich aufgrund des sehr schlanken Vorderschafts. Wenn ihr euch da die Bilder mal anschaut von dieser Picatinny-Version oder mit dem RES vorne dran, das ist halt auch wieder so breit und wuchtig und wulstig. Da hättet ihr aber natürlich den Vorteil, dass ihr weiteres Zubehör an der Seite oder einen Griff unten dran montieren könnt. Das ist bei dieser Version leider nicht möglich. Bedeutet, ihr habt hier kein irgendwie M-Lock-System, kein Keymod oder ähnliches, um hier irgendwo den Griff nochmal befestigen zu können. Wer ein bisschen basteln kann, ja, dann bohrt ihr euch da unten halt nochmal ein Loch oder so rein, schraubt das Ding da unten dran und gut ist. Rein technisch wird es funktionieren, aber out of the box eben nicht. So, dieses Dummy Light ist natürlich für Deutschland komplett deaktiviert und das sogar ein bisschen stärker als meiner Meinung nach nötig gewesen wäre. Bedeutet, erstens mal die Drucktaste auf der Seite im Vorderschaft, einmal hier, wie auch den Einschalter vom Schützen aus auf der linken Seite, ist komplett deaktiviert, bedeutet die Kabel innen drin komplett abgezwickt, keine Leitung mehr vorhanden und auch habt ihr letztendlich von diesem Dummy Light nur noch die Aluminiumhülle, also komplett. Ich muss immer leider ganz kurz ein bisschen in die Kamera halten, mache ich normalerweise nicht, aber nur so könnt ihr sehen. Ist letztendlich komplett hohl innen drin, bedeutet, ihr könnt komplett durchgucken und das finde ich von der Optik einfach, wenn man schon ein Dummy Light dran hat, nicht ganz so perfekt umgesetzt. Bedeutet, wenn ich mir das Modell kaufen würde, ich würde diese ganze Aluminiumhülle einfach mit Aluminiumfolie vollstopfen und dann so die letzten Lagen mit dem Schraubendreher, mit dem Griffstück hinten und mit dem Hammer einfach schön reinklopfen und schön reinpressen, damit es vorne aussieht, als wäre dieser Reflektor einmal drin. Denn wie gesagt, das sieht halt nicht ganz so schön aus, muss ich sagen. Aber wie gesagt, ihr könnt auch hergehen und könnt eine Acrylscheibe nehmen und die mit Heißkleber irgendwie vorne reinkleben, damit es ein bisschen nach was aussieht. Also hier muss ich sagen, das wäre vielleicht ein bisschen schöner gegangen. Reflektor und Glas vorne einfach drin lassen und dann das ganze Light einfach von hinten ausgießen. Dann wäre es auch komplett deaktiviert gewesen. Also hier hat man ein bisschen übertrieben, meiner Meinung nach. So, ansonsten von der allgemeinen Information, lasst uns ganz kurz mal über das Thema Material sprechen. Ich habe es euch bei der technischen Seite schon gesagt, der gesamte Upper Receiver ist hier komplett aus Stahl gefertigt, aber dennoch im Vergleich zu Syma und JG ist die ICS unheimlich leicht. Also die wirkt sogar leichter, wie sie wirklich ist. Finde ich schon mal gut, schön leichtes Modell. Beim Kunststoff meine ich aber, dass es hier gewisse Unterschiede gibt. Denn wenn man sich mal im Detail den Vorderschaft anschaut, dann sieht man von der Oberfläche, dass der so ganz leicht ein bisschen so wolkig ist. Bedeutet, hier hat man einen Polyamid-Kunststoff mit Glasfaseranteil und das merkt man auch von der Haptik. Der ist wirklich super. Der Receiver, der Lower Receiver, wie auch der Festschaft hinten, sind aber meiner Meinung nach nicht aus Polyamid, sondern aus ABS. Denn wenn man hier ein bisschen kratzt, hört ihr das? Dann wirkt es ein bisschen schepprig. Und dementsprechend gehe ich davon eben aus, dass der Lower und der Schaft letztendlich aus ABS gefertigt ist und nicht aus Polyamid-Kunststoff. Macht jetzt an sich keinen großen Unterschied. Wie gesagt, es ist von der Qualität ist es in Ordnung. Auch die Oberflächenstruktur ist wirklich sehr gelungen, greift sich schön an und wirkt nicht irgendwie billig. Aber man nimmt es einfach wahr, wenn man mit dem Fingernagel dran rumkratzt, dass es eben nicht der gleiche Kunststoff ist wie vorne am Vorderschaft. Hier wäre es für den doch relativ hohen Preis, muss ich sagen, vielleicht angebracht gewesen, Lower und den Schaft ebenfalls aus PA zu fertigen. So, ansonsten braucht man, glaube ich, nichts großartig durchsprechen. Gut, Aufnahme, Trageriemen hier vorne, 14 mm Gewinde, habe ich euch vorhin schon mal angesprochen, ganz klassisch. Euer Korn vorne drin, nicht einstellbar. Dann der Spannhebel, wie gesagt, mit Funktion zum Hop-Up einstellen. Ihr könnt es slappen. Receiver ist aus Stahl gefertigt, schön gefertigt von der Qualität her. Lower Receiver ebenfalls von der Qualität super. Magazinauswurf Standard hier unten letztendlich einmal drin, wie man es von der MP5 kennt. Auch hier muss ich ansprechen, da finde ich dieses System von Syma mit diesem erweiterten Magazinauswurf auf der Seite, finde ich ein bisschen angenehmer. Ja, es weicht natürlich zum Original ab, aber bei den Syma MP5s kann man einfach Finger lang machen und hier quasi am Abzugsbügel einfach runterdrücken, um das Magazin zu lösen. Man muss also nicht ganz klassisch hier unten einmal reingreifen. Aber das ist Geschmackssache, wie gesagt.
So, dann Lower Receiver, wie gesagt, ganz normal. Hier die Feuerwahlpositionen könnt ihr vielleicht sehen. Einmal unten natürlich die Sicherung drin, Einzelfeuer, Burst und Full Auto letztendlich oben. Das Ganze aber natürlich in Deutschland alles deaktiviert. Bedeutet, ihr habt letztendlich nur die Sicherung, einmal hier drin und dann habt ihr letztendlich Semi. Dadurch aber natürlich auch der Weg des Feuerwahlhebels sehr kurz. Gerade im Vergleich zu einer AR15, wo man halt ein bisschen mehr Weg zurücklegen muss, ist das Ganze hier deutlich angenehmer. Und auch vom Feuerwahlhebel selbst ein unheimlich schönes Klicksystem drin, denn auch dieses wird jetzt nicht irgendwie über den Receiver gelöst mit irgendwelchen kleinen Löchchen drin, mit einer Feder und einer Kugel, sondern ICS legt dieses Klicksystem direkt auf die Selector-Plate und auf die Gearbox. Das schauen wir uns später bei den Internals im Detail an. Dementsprechend wunderschöner, schneller und sauber funktionierender Feuerwahlhebel und das Ganze selbstverständlich beidseitig nutzbar. Der Abzug ist ein CNC-gefertigter Aluminiumabzug, aber das auch nicht irgendwie jetzt modern umgesetzt, sondern eigentlich ganz klassisch vom Radius einmal drin. Und der Abzugsweg ist aber auch relativ lang. Bedeutet gerade im Vergleich zum Beispiel zu diesen ganzen E und C Generation 3 und 4 AR15 Modelle, wo man den Abzugsweg reduzieren kann über eine Schraube, ist das hier nicht möglich. Und dadurch hat man bereits in der Sicherung relativ viel Spiel im Abzug drin. Und wenn man dann das Ganze eben einschaltet auf Feuer oder halt auf Semi, dann noch ein kleines bisschen mehr Weg. Bedeutet, ihr müsst relativ viel Weg einmal zurücklegen, bis ihr bei diesem Mikrotaster seid. Aber wenn ihr diesen Mikrotaster erreicht habt, dann könnt ihr das Ding unheimlich schnell feuern. Bedeutet, das zeige ich euch dann gleich mal mit dem Akku hinten drin. Ihr könnt also nur Abzug hinterstellen und dann könnt ihr wirklich nur mit dem Finger so Zuckungen haben letztendlich. Ihr könnt das Modell also hinten über den Mikrotaster wieder sehr, sehr schnell letztendlich feuern. Dann haben wir oben drauf, klar, einmal Kimme zum Einstellen, wenn das ihr braucht, gut, ist in Ordnung. Was man hier vielleicht noch ansprechen könnte, da bin ich jetzt im Lieferumfang gar nicht darauf eingegangen. Ihr seht letztendlich ganz klassische MP5 Receiver, aber es ist im Lieferumfang auch keine Klemmmontage enthalten. Bedeutet, wenn ihr hier einen Rotpunkt drauf zömpeln wollt, dann müsst ihr auch diese Klemmmontage G3, MP5 nochmal separat dazu kaufen. Und das bei 620 €. Bei den Syma-Knüften für 300, was kosten die, 380 oder 400 €, da habt ihr oben gleich Picatinny alles mit dabei. Bei ICS für 620 € nicht. Also hier nochmal Klemmmontage müsste man nochmal extra dazu erwerben. Ihr könnt natürlich auch Chemical spielen, je nachdem wie ihr Lust und Laune habt. Gut, den Festschaft hinten können wir uns auch noch kurz anschauen. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass es ABS ist und hier zeige ich euch später in der Nahaufnahme noch ein kleines, ja, einen kleinen Macker oder sowas. Nee, Macker nicht, aber ihr seht hier oben, das sind die Hälften zwar miteinander verklebt, aber es sieht ein bisschen unsauber aus. Das zeige ich euch später nochmal in der Nahaufnahme, was ich meine. Das ist auch der einzige Punkt von der Qualität, der mir wirklich aufgefallen ist, den man wirklich ansprechen kann. Alles andere ist wirklich grundsolide und sauber gefertigt von ICS. So, dann hier hinten kann man so vom Festschaft noch gucken. Klar, hier Aufnahme Stahl, Trageriemen durchziehen und hinten letztendlich die Schaftkappe einmal aus Kunststoff und mit einem Gummiüberzug das Ganze. Und wenn wir jetzt schon beim Thema Schaftkappe angekommen sind, lasst uns gleich weitermachen mit dem Kapitel Akku einlegen und Platz. Natürlich Festschaft bedeutet, ihr bekommt da hinten eigentlich alles reingezömpelt, worauf ihr Lust und Laune habt. Hierzu müsst ihr letztendlich nur die Schaftkappe bisschen nach unten klopfen oder nach unten schieben, um diese einmal abnehmen zu können. Und dann habt ihr hier hinten drin letztendlich im gesamten Festschaft einmal Platz für den Akku. Da kommt auch noch der T-Stecker einmal raus. Den seht ihr hier, da hätten vielleicht die Kabel nochmal 2-3 cm länger sein können. Wartet mal, seht das vielleicht, hier ist der T-Stecker. Wie gesagt, hätte noch ein bisschen länger sein können, aber letztendlich funktioniert. So, und hier wie gesagt, hier hinten Platz für den Akku. Auch hier muss man vielleicht darauf eingehen, aufgrund des Kunststoffes werde ich euch später nochmal beim Thema Klang den Schaft einmal vollstopfen, einmal mit Schaumstoff, damit ihr dieses Scheppern ein bisschen rausbekommt. Wie gesagt, sprechen wir dann später an. So, Akku, wie gesagt, ihr könnt ganz normale 11 Einsen nehmen, 1500 mAh. Und wenn ihr lustig seid, dann nehmt ihr halt noch größere, von mir aus 2150 mAh, so ein Triple Stick oder auch 2400 mAh. Wie gesagt, ausreichend Platz da hinten drin vorhanden. Und wenn ihr jetzt keine speziellen Airsoft-Akkus verwenden wollt, dann könnt ihr auch bei Hobby King im RC-Bereich mal gucken, dass ihr vielleicht hier auch noch etwas andere RC-Akkus zum Beispiel reinbekommt. Wie gesagt, Platz
ist im Allgemeinen hier innen drin unheimlich viel vorhanden. So, ich nehme jetzt einfach mal hier diesen ganz großen, wie gesagt 2150 mAh mit 11,1 Volt. Der passt da wunderbar da hinten rein. Anstecken das Ganze und alles letztendlich hinten reinpopeln. So, und dann ist das Ding da hinten problemlos drin. Man bekommt den Stecker hinterher, man bekommt den Balancer hinterher. Ganz easy, ohne irgendwie großartig rumzuwursteln. Schaftkappe drauf, nach oben klicken, zack, und dann ist der Akku da hinten einmal drin. So, und jetzt eben der Punkt mit dem Schrauben. Wie gesagt, der Schaft ist innen drin komplett hohl und dadurch scheppert er halt ein kleines bisschen. Ebenfalls nehmen wir an, ihr verwendet etwas kleinere Akkus und ihr rennt mit dem Ding. Hört ihr das? Dann scheppert da innen drin der Akku hin und her. Bedeutet, wir werden den Schaft definitiv einmal mit Schaumstoff auskleiden, innen drin vollstopfen, damit dieses Scheppern und dieses Klappern einmal weggeht. Also, Akku haben wir einmal eingelegt, dann können wir direkt weitermachen mit dem Thema Ansprechverhalten und vor allem auch Klangbild. So, Klangbild gibt es 3 Punkte, die zu beachten sind. Zunächst mal hier vorne die Feder vom Spannhebel. Die klingelt ein kleines bisschen nach und auch werdet ihr out of the box vom Schützen aus so ein bisschen so dieses Kunststoffscheppern beim Aufprall wahrnehmen, da sich die Vibration von der Gearbox auf den Schaft überträgt. Und dementsprechend, wie gerade schon angesprochen, werden wir uns diesen nochmal mit Schaumstoff voll stopfen, damit wir diesen Kunststoffklang einfach ein bisschen rausbekommen. Von der Schimmung leider auch nicht ganz perfekt. Bedeutet, ich habe sie schon mal aufgeklappt, habe mal kurz reingeguckt. Allein das Sektorgear hat 1 Millimeter Luft. Also das müssen wir uns später bei den Internals mal im Detail anschauen, inwieweit hier das Shimming in Ordnung ist oder überhaupt ein Shimming vorhanden ist. Dementsprechend kreischt das Modell out of the box auch ein kleines bisschen. So, Ansprechverhalten werdet ihr jetzt gleich sehen, wie gerade schon angesprochen. Der Abzug ist unheimlich schnell und auch das Ansprechverhalten vom Zyklus. Bedeutet, ich werde es euch gleich demonstrieren, ihr zieht den Abzug hinter, der ist relativ lasch gefedert vom Abzugsgewicht. Dadurch nehmt ihr aber diesen Mikrotaster von dem EFCS, nehmt ihr im hinteren Bereich ganz deutlich wahr. Bedeutet, ihr könnt einfach euren Finger hinten stehen lassen dann und könnt dann wirklich nur mit dem Finger so kleine Zuckungen machen und bei jeder Zuckung löst sich ein Schuss. Also schauen wir uns das mal ganz kurz an, 0,28 Gramm BBs und ich verwende jetzt hier einfach mal dieses Syma Midcap Magazin, denn es sieht am geilsten aus. Also hören wir uns an und schauen wir es uns an. So, leer ist sie. Habt ihr es gemerkt, wie schnell ihr mit dem Ding triggern könnt? Also den Abzug finde ich unheimlich definiert, finde ich unheimlich schön. Ja, ist komplett leer. Also 4 BBs fallen letztendlich raus, ist ja normal. Wie gesagt, ihr könnt das Ding wirklich hinterstellen und dann nur hinten mit dem Finger einfach Zuckungen machen. Also wer ein bisschen auf Speed spielt und gern ein bisschen schneller triggert, kommt hier definitiv auf seine Kosten, muss man sagen. Der Klang ist aber nicht so schön. Wie gesagt, die Schimmung passt out of the box nicht. Müssen wir uns angucken später. Die Feder vorne hört man ein kleines bisschen. Und ebenfalls dieses Scheppern ein kleines bisschen von diesem Kunststoffschaft. So Leute, jetzt muss ich leider einen ganz kleinen Cut reinreißen in dieses Review, denn die Internals sind jetzt bereits im Kasten. Jetzt musste ich aber feststellen, dass die Gears wirklich sehr schlecht eingestellt sind oder eingeschimmt sind. Bedeutet, es Sektorgear 1 Millimeter Luft links und rechts, es Spurgear 0,203 Luft und auch das Bevelgear ebenfalls 0,3 Millimeter Luft. So, und dementsprechend gibt es jetzt nochmal eine Aufnahme hinterher. Klangbild. Out of the Box habt ihr gerade gehört und jetzt hören wir uns das Ding mal an, wenn es ein kleines bisschen optimiert ist. Bedeutet, ich bin jetzt hergegangen, habe die Gearbox einmal nachgeschimmt, sauber eingeschimmt alles, Motor ist sauber eingestellt und ebenfalls, wie vielleicht schon kurz angesprochen, habe ich ebenfalls den gesamten Schaft hinten mit Schaumstoff ausgekleidet. Bedeutet, warte mal, vielleicht komme ich irgendwo hin, einen rauszuziehen. Nein, aber alle Hohlräume, alles komplett, nur hier, wo der Akku letztendlich liegt, da ist noch ein bisschen Freiraum, alles andere, alle Hohlräume komplett mit Schaumstoff einmal zugekleistert, damit einfach das Ding sich deutlich schöner anhört.
Wie gesagt, er ist auch nicht mehr so schepprig und es nimmt einfach vom Klang her doch einiges, ja, nimmt einfach dieses Kunststoffscheppern ein bisschen raus, muss man sagen. Ebenfalls, wie gesagt, selbst unter dem Akku letztendlich habe ich ebenfalls ein kleines bisschen Schaumstoff reingeknödelt, damit der Akku jetzt eben auf Schaumstoff liegt. Und dadurch kann auch der Akku da hinten nicht mehr innen drin rumschwabbeln und rumscheppern. Wie gesagt, einfach alles komplett mit Schaum hinten ausgekleidet. Was ihr da für einen Schaumstoff nehmt, ist wurscht. Nehmt einfach irgendwas aus dem Baumarkt oder wenn ihr irgendwie so von einer Polsterung irgendwie von der Bank was rumliegen habt oder irgendwo findet, einfach zurechtschneiden, schön reinstopfen das ganze Zeug mit Schraubendreher rein und fertig. Schön muss es ja nicht sein. Nur halt Platz für den Akku müsst ihr ausreichend übrig lassen natürlich. So, und dann würde ich sagen, jetzt hören wir uns das Ding eben mal an, wie sie sich jetzt anhört, mit Schaumstoff drin, mit nachgeschimmter Gearbox oder Lower Gearbox. Und auch hier habe ich, glaube ich, gestern auch verwendet, 0,28 Gramm, müssten also die gleichen BBs sein. Also, hören wir sie uns an. Jetzt ist er leer. Alter Schwede, den Abzug habe ich euch, glaube ich, schon angesprochen, ne? Der Abzug ist krank. Also das EFCS mit diesem Abzug, das ist brutal. Also ich glaube nicht, dass da noch groß Unterschied ist zwischen Burst oder manche Kniften Full Auto. Die laufen auch nicht wirklich schneller. Also ihr könnt ja unheimlich fein und unheimlich schnell da hinten triggern. Habt ihr gerade gesehen. So, leer ist es. Magazin komplett entladen. Also hier auch keine Probleme vom Feeding oder sowas. Läuft einfach deutlich schöner. Ja, die ICS-Gears, die hört man immer noch ein kleines bisschen. Das werdet ihr aber aufgrund der Gears niemals zu 100% wegbekommen. Habe ich auch schon öfters angesprochen. Die ICS-Gears haben von sich aus einfach so ein bisschen so ein Eigenkreischen. Genauso wie Ares-Gears. Die könnt ihr noch so gut einschimmen. Ihr habt immer ein bisschen das Kreischen drauf. Also nicht ganz so schön wie bei G&G zum Beispiel und kommt natürlich nicht bei Weitem nicht an diese Silverline zum Beispiel ran. Bedeutet, wenn ihr Bock habt, könnt ihr natürlich auch ein 13.1er Silverline Gearset reinmachen, wenn ihr gar kein Kreischen mehr haben möchtet. Aber dennoch muss man sagen, dass sich so, wenn man ein bisschen nachschimmt, das Modell, und da hinten das ausstopft, dann wird einfach der Klang deutlich dumpfer. Ihr habt nicht mehr dieses Helle vom Kunststoff irgendwie vom Aufprall her, aufgrund der Vibrationen. Hört sich also meiner Meinung nach schon etwas besser an. Dementsprechend müssen wir beim Thema Shimming heute im Fazit noch einmal darauf eingehen, denn bei 620 € so eine katastrophale Schimmung darf eigentlich nicht sein. Das bekommen selbst günstige China-Hersteller, bekommen das besser hin. Dann lasst uns doch direkt über dieses System und über das Federschnellwechselsystem mal sprechen. Ist ja letztendlich eine Split-Gearbox und auch das Hauptmerkmal, warum man sich eigentlich so eine ICS kaufen sollte. Ich meine, Triggern und EFCS, das haben andere MP5s letztendlich auch. Aber hier die Besonderheit eben Split-System. So, zunächst mal Federschnellwechselsystem oder Split-Design. Der Festschaft muss einmal weg. Da habt ihr hier hinten nicht einfach nur einen Pin drin, den ihr durchdrücken könnt, sondern der Pin wird letztendlich über so eine kleine Schlitzschraube nochmal gesichert, damit er eben nicht rausfallen kann. Bedeutet, wir nehmen einen Schlitzschraubendreher und lösen erstmal die Schraube hier hinten. So, die Schraube einmal raus, dann nehmen wir irgendwas zum Drücken, von mir aus hier so ein Bit oder irgendwas und drücken uns den Pin hier hinten raus. Jetzt da kann man den gesamten Schaft letztendlich nach hinten abziehen. Hier muss ich aber jetzt ein bisschen aufpassen, denn wie gerade schon angesprochen, ich habe hier hinten alles vollgestopft mit Schaumstoff. Könnt ihr hier innen drin einmal sehen. Bedeutet, ich muss jetzt aufpassen, dass ich mit meinem Stecker durch den Schaumstoff einmal durchkomme. So, funktioniert aber tadellos. So, jetzt da ist eben der Festschaft weg und jetzt können wir eben hergehen und können das ganze System ganz einfach aufklappen, Kabel, Stecker hier hinten durchfädeln, nach unten einmal raus und dann ist das System bereits einmal aufgeklappt. So, bedeutet, kommt ihr wunderbar bereits an die Lower Gearbox ran, ihr könnt euer Shimming kontrollieren, ihr könnt sogar von oben die Motoreinstellung kontrollieren, ob ihr Zahnspiel zwischen Bevel und Pinion habt, ist einfach sehr benutzerfreundlich. Und zusätzlich habt ihr hier oben jetzt eben die Upper Gearbox drin sitzen und ihr könnt das Ganze nach hinten rausziehen. Ihr könnt aber, um zum Beispiel nur die Feder zu tauschen, könnt ihr jetzt einfach hergehen und könnt hier hinten ja, diese Zinkabdeckung oder diesen Zinkblock hier einmal mit einem 3er Inbus einfach losschrauben bzw. lösen. Wird letztendlich nur
mit dem Spring Guide verschraubt. So, und dann seht ihr hier oben drin bereits einmal den Spring Guide, bedeutet, ihr nehmt einen fetten Inbus, drückt es rein, zieht es raus und könnt letztendlich in 2-3 Minuten die Feder wechseln und das Modell auf euer Spielfeld einstellen. Das ist einfach wunderschön. Und auch der nächste Punkt ist, auch wenn ihr jetzt eine Wartung mal durchführen wollt oder wenn ihr mal nachschmieren wollt und kontrollieren wollt, ihr zieht das Ding einfach raus, ihr könnt hier unten reinschauen, ihr könnt sogar von hier unten ein bisschen nachschmieren, ihr könnt 4, 5 Schrauben aus- und lösen, kommt super schnell an das System ran und genauso von unten an die Lower Gearbox. Wollt ihr ein bisschen nachschmieren, könnt ihr auch hier vorne den Pin komplett rausmachen, nehmt die Lower Gearbox weg, pinselt ein bisschen Fett auf, dreht das System einfach ein bisschen durch, damit es neu geschmiert ist und fertig. Also gerade was die Wartung betrifft und auch wieder die Flexibilität aufgrund des Systems, einfach nur tipptopp und muss ich selbstverständlich heute einen Pluspunkt dafür geben. Lasst uns nun weitermachen mit dem Thema Magazin und Kompatibilität. Ich selbst besitze keine MP5, aber Bugatti hat in das Paket ebenfalls nochmal 3 Mid-Cap-Magazine beigelegt, die ich jetzt ebenfalls nochmal testen konnte. Denn wie im Lieferumfang schon angesprochen, leider etwas enttäuschend, dass ICS im Jahre 2023 erstmal nur ein Magazin beilegt und dann auch noch ein High-Cap-Magazin. Wer spielt denn sowas noch? Was, du spielst sowas noch? Schäm dich. Nee, Spaß beiseite. Wie gesagt, ein High-Cap-Magazin ist dabei. 230 Schuss Kapazität, ganz normal hier oben. Luke auf, dann reinkippen und dann letztendlich über das Rädchen einmal spannen. Und dann habt ihr halt so eine kleine Rasselkiste, ja, so eine kleine Rasselkiste oder Babyrassel. Finde ich also nicht gut. Auch das Originalmagazin, was beiliegt, ist vom Fitting oder vom Sitz im Magazinschacht sogar schlechter wie die Mid-Cap-Magazine von anderen Herstellern. So, kleines Beispiel, wenn ihr das Magazin 3-4 Mal eingelegt habt, werdet ihr umgehend sehen, dass es hier und hier letztendlich das Ganze oder die ganze Beschichtung von dem Magazin einmal runterzieht und das ganze Magazin dann letztendlich blank wird. Bedeutet, der Stahl liegt dann irgendwann frei und wenn es dann irgendwie Feuchtigkeit zieht, kann es sogar passieren, dass die Stellen anfangen zu rosten. Also hier Originalmagazin, wie gesagt, High Cap bin ich überhaupt kein Fan davon. Und nicht nur, dass dann die BBs drin klappern, sondern das ganze Magazin sitzt, wie gesagt, sitzt auch im Magazinschacht. Naja, gut, gibt Besseres. Also wirklich, wie gesagt, wirklich schimpfen kann man nicht, aber es wackelt und klappert ein kleines bisschen. So, jetzt gibt es aber einen kleinen Punkt zu beachten. Wie gesagt, da schiebt oder da zieht es euch die ganze Beschichtung sofort runter. Wenn ihr euch den Magazinschacht von unten anschaut, ist ja natürlich Stahlblech, aber der Magazinschacht ist sehr, sehr scharfkantig im unteren Bereich. Bedeutet, ihr bleibt einfach gern mit den Kanten oder reibt oder schleift die Kanten letztendlich die ganze Zeit über diese Stahlkante einmal drüber. Und das gibt es auch zu beachten bei den anderen Magazinen. Wenn ihr jetzt Mid-Cap-Magazine verwenden wollt, zum Beispiel wie ich vorhin dieses schöne Syma Mid-Cap-Magazin, Polyamid-Magazin, das ist wunderbar, das sitzt sauber drin, aber auch da werdet ihr, wenn es neu ist und ihr legt es 2-3 Mal ein, werdet ihr sofort 2-3 Positionen finden, wo der Kunststoff ein kleines bisschen abgeschabt wird. Bedeutet, ihr habt dann lauter so kleine, ja, so Mini-Späne einfach an der Seite dranhängen. Macht ihr das Ganze aber, jetzt sage ich mal 4, 5, 6 Mal rein, raus, wisst ihr Bescheid, dann könnt ihr auch einfach diese Stelle euch anschauen, könnt nochmal mit der Feile ganz leicht drüber gehen, um eben dann diese Kratzspuren einmal abzuschleifen oder abzufeilen. Und dann sitzt das Syma-Magazin, das sitzt perfekt dann drin und lässt sich ohne Probleme wieder lösen. Also wenn ihr ein Mid-Cap sucht, wie gesagt, dieses Syma, kleines bisschen dann nacharbeiten nach den ersten 5, 6 Mal, kleines bisschen abschleifen, minimal und dann funktioniert es. Dann funktioniert es wirklich super. Also Syma Mid-Cap Polymer-Magazin, es passt sogar, so jetzt muss ich aufpassen, es passt sogar das Syma Mid-Cap Magazin aus Stahlblech, funktioniert ebenfalls, also auch dieses bekommt ihr wunderbar reingezömpelt wieder raus, aber auch hier habt ihr letztendlich das gleiche wie bei ICS, bei dem High Cap auch, bedeutet auch das kann im Vergleich zum Polymer-Magazin kleines bisschen klappern, kleines bisschen scheppern und auch hier seht ihr umgehend nach den ersten 4, 5 Mal, dass es auch hier an der Kante vorne, letztendlich genau hier und auf der gegenüberliegenden Seite ebenfalls, auch hier die Beschichtung letztendlich sofort runterzieht. Bedeutet, auch hier reibt letztendlich unten diese Kante.
So, was auch noch funktioniert und was Begadi auch noch mitgeschickt hat, das müsste ein JG sein. JG oder Yingong Midcap Magazin, MP5, auch Stahlblech. Auch dieses sitzt wunderbar drin. Wie gesagt, auch hier etwas weniger Luft, etwas weniger Spiel wie das Syma Magazin. Aber hier ist das einzige Magazin, wo ich bis jetzt nur, wartet mal so, dass ich nur im vorderen Bereich kleines bisschen Abrieb habe. Aber dafür weder auf den Seiten noch irgendwie hinten. Also wie gesagt, es ist vielleicht minimal ein bisschen schlanker, ein bisschen schmaler und kratzt euch eben nicht so stark an den Kanten. Wie gesagt, ich würde, wenn ich mir so eine ICS gönnen würde, was ich nicht machen werde vermutlich, ich würde das Magazin hier von Syma verwenden. Es sieht geil aus, es funktioniert sauber, es feedet sauber. Und wie gesagt, legt es einfach 4-5 Mal ein, dann seht ihr, dann schabt den Kunststoff ganz leicht ein bisschen runter und dann passt es wunderbar rein. Und wie gesagt, hier Thema Magazin doch etwas umfangreicher wie bei manch anderen Kniften. Dann lasst uns auch heute wieder ein paar Nahaufnahmen machen. Schauen wir uns das Teil nochmal im Detail an, gerade was Verarbeitungsqualität und die Materialien betrifft. Fangen wir vorne wieder an. Aufnahmesystem ist ja standardmäßig aus Zinkguss gefertigt, kein Gewinde vorhanden, vorhin schon angesprochen, ist letztendlich nur im unteren Bereich über einen kleinen Gewindestift gesichert. Bedeutet, wenn ihr den unten löst, den Gewindestift, könnt ihr das ganze Teil einfach rausziehen und dann zum Beispiel durch diesen von JG ersetzen. Dieser ist wiederum aus Aluminium gefertigt und bietet eben dann ein 14 mm Linksgewinde mit so einer kleinen Gewindeschutzkappe. Aber wie gesagt, das Ganze ist auch nur wirklich relevant für diese RES-Version, denn bei der Dummy-Light-Version bekommt ihr nur Schalldämpfer, Attrappe oder Tracer dran, wenn ihr das Dummy-Light unten rausschraubt. Bedeutet, das ganze Rohr oder diese Attrappe wird letztendlich nur hinten drin in ein Gewinde reingeschraubt. Könnt ihr also ganz normal rausschrauben und kommt auch im Lieferumfang demontiert. Bedeutet, es liegt unten im Karton drin, müsst ihr erstmal rausziehen und einmal reinschrauben. So, was man auch vielleicht noch ansprechen muss, der Vorderschaft ist wie gesagt hervorragend von der Qualität, Polyamid-Kunststoff, verjüngt sich nach vorne, schön schlank, tolle Haptik, vom Material her super, auch vom Sitz her hervorragend, sitzt sauber dran, wird über den Pin hier vorne einmal arretiert und ebenfalls hinten drin im Receiver nochmal arretiert. Hier muss man vielleicht noch ansprechen, ja, ihr könntet auch bei dieser Version natürlich die Attrappe von dieser Lampe einmal draußen lassen, also nicht reinschrauben, dann sieht das Ganze aber halt relativ bescheiden aus, muss man sagen, denn ihr habt da vorne dann ein riesen Loch im Vorderschaft drin. Inwieweit jetzt hier bei dieser ICS andere Vorderschäfte hinpassen, zum Beispiel diese Syma M-Lock Vorderschäfte oder sowas, das weiß ich leider nicht. Wenn hier jemand von euch irgendwann mal was in Erfahrung bringen könnte darüber, gerne mal ins Kommentarfeld reinhauen. Aber wie gesagt, Vorderschaft out of the box hervorragend von der Qualität, Passgenauigkeit ebenfalls super. Vom Schützen aus auf der linken Seite haben wir dann hier vorne Aufnahme von Trageriemen, diese kleine Öse. Wartet mal, ich drehe es euch vielleicht noch ein kleines bisschen, könnt ihr es besser sehen. Hier diese eine Öse eben für die Aufnahme von Trageriemen ist komplett aus Stahl gefertigt und nicht irgendwie aus Alu oder aus Zinkguss, sondern hier komplett aus Stahl und dementsprechend auch solide. Ebenfalls solide ist das gesamte Spannsystem. Ihr habt es vorhin schon gesehen, HK Slab ist meiner Meinung nach hier überhaupt gar kein Problem. Denn natürlich der Upper Receiver ist komplett aus Stahlblech gefertigt und auch der Bolzen, der wiederum dieses Kunststoffteil hier mit dem inneren Zinkbauteil, also mit dieser Führung hier innen drin verbindet, ist ebenfalls aus Stahl gefertigt. Bedeutet, hier arretiert letztendlich, wenn ihr das Hop-Up einstellt, arretiert hier oben letztendlich Stahl an Stahl. Und dementsprechend, wie gesagt, würde ich mir mal keine Sorgen machen, dass das Ding irgendwie auf Dauer irgendwie verschleißt. Bei anderen Herstellern ist ja gern mal Zinkguss verwendet worden, hier bei ICS Gott sei Dank nicht. Diese innere Führung ist dann aber, wie gesagt, komplett aus Zink gefertigt und nicht aus Stahl. Dass die Feder ein bisschen klingelt, habe ich euch vorhin, glaube ich, schon kurz angesprochen. Bedeutet, ihr habt hier innen drin dann, habt ihr so eine sehr lange Schließfeder letztendlich drin und die klingelt ein kleines bisschen nach, wenn ihr dieses Spannhebelsystem verwendet. Könnte man gegebenenfalls etwas einfetten, um dieses Klingeln zu reduzieren. Ein kleines Highlight an der ICS-Variante ist natürlich der gesamte Upper Receiver, wie vorhin schon angesprochen, hier eben nicht irgendwie Zink-Aluminium-Legierung, irgendwas Günstiges verwendet, sondern hier eben komplett aus Stahlblech gefertigt. Und der Upper Receiver ist einfach von der Qualität wirklich klasse, muss ich sagen. Auch die Schweißnähte, schön geschweißt alles hier, auch die Aufnahme für die Klemmung oben, die Trommel hinten. Alles ist einfach sauber ausgerichtet und hervorragend aufgeschweißt.
Also das ist so für mich persönlich ja so das Highlight an der gesamten Knifte, neben dem Split-Design natürlich oder neben der Split-Gearbox. Also hier der Receiver von der Qualität wirklich hervorragend, komplett Stahlblech und macht einfach einiges her im Vergleich zu etwas günstigeren Varianten. Jetzt allerdings, wie vorhin auch schon kurz angesprochen, wenn wir uns jetzt mal den Lower Receiver anschauen, der ist zwar von der Optik und auch von der Haptik ist er wirklich gut, bedeutet so ganz leicht strukturiert von der Oberfläche, er fühlt sich definitiv nicht irgendwie billig oder sowas an, aber entweder ist es ein Polyamid-Kunststoff mit sehr wenig Glasfaseranteil oder es ist ABS-Kunststoff. Denn wenn man da mal vergleicht, der Vorderschaft richtig schön hart vom Kunststoff her, nicht dieses Scheppern drauf, wenn man dran kratzt. Wenn man das Ganze am Lower Receiver macht, ja, da scheppert der ganze Kunststoff ein bisschen und fühlt sich einfach ein bisschen anders an. Wie gesagt, wie vorhin schon angesprochen, ich gehe einfach davon aus, dass der Lower Receiver wie auch der Festschaft hinten aus ABS gefertigt ist. Wie gesagt, die Qualität stimmt, aber für den Preis hätte man vielleicht hier auch einen etwas besseren Kunststoff verbauen können. So, und jetzt noch einen kleinen Punkt, der mir aufgefallen ist. Wenn wir jetzt schon von der Seite mal drauf schauen, vom Schützen aus auf der rechten Seite und uns mal den Übergang anschauen zwischen dem Lower Receiver und dem Upper Receiver und diese Kante verfolgen, dann schaut mal hierher. Da ist ein Spalt drin, beziehungsweise ist ein Loch drin. Und wenn ihr da mal ganz genau hinschaut, dann könnt ihr im inneren Bereich sogar ein Spur-Gear sehen. Bedeutet, man kann hier außen durch diesen Spalt in die Gearbox reinschauen. Also auch das, ob das sein muss, glaube ich nicht. Also auch hier hätte man vielleicht etwas passgenauer fertigen können oder innen drin nochmal irgendwie den Stahl-Upper Receiver mit einer kleinen Lasche nach unten ziehen können, damit es einfach sauber abgedeckt ist. Also warum kann ich hier in die Gearbox reinschauen? Also das sollte auch für diesen Preis meiner Meinung nach vielleicht nicht unbedingt sein. Was ICS und Bugatti dann wieder recht gut umgesetzt haben, sind die Bedienelemente. Wie vorhin schon kurz angesprochen, der Feuerwahlhebel wird hier von dem Klicksystem nicht einfach nur über irgendwelche Löcher im Lower Receiver geregelt, über den Kunststoff, sondern im inneren Bereich über die Selector Plate. Und dadurch habt ihr ein unheimlich klar definiertes Klicken in diesem Feuerwahlhebel drauf. Lässt sich also tadellos und wunderschön einmal umschalten. Und das eben auch auf beiden Seiten. Bedeutet hier einmal in die Sicherung rein, dann wieder umschalten, Semi. Schön klar definiert, schönes Klicken drauf, so muss das sein. Und wie vorhin vielleicht auch schon kurz gesehen, der Abzug ist CNC gefertigt, hier allerdings in der Sicherung selbst relativ viel Spiel drin. Bedeutet, hier hätte man vielleicht über so einen Gewindestift wie bei E und C zum Beispiel den Abzugsweg noch einstellen können bzw. reduzieren können. Denn das Ganze hier ist letztendlich die Sicherung. Man hätte also den Abzug locker nochmal um 5 mm weiter hinterstellen können. Zum Beispiel. Kann man aber sehr schnell selbst ummodeln, wenn einem das nicht gefällt. Sprechen wir vielleicht später kurz bei den Internals an. So, und dann eben, wie vorhin auch schon kurz gesehen, das Abzugsgewicht ist sehr gering, bedeutet die Feder vom Abzug relativ schwach. Dafür nimmt man aber im hinteren Bereich den Mikrotaster deutlich schöner wahr, wie bei anderen Systemen, wo die Feder etwas straffer ist. Bedeutet, man merkt genau, man zieht hinter und hier ist letztendlich mein kleiner Taster. Bedeutet, man kann einfach hier im hinteren Bereich, im Millimeterbereich sauber triggern. Und ihr habt es vorhin, glaube ich, schon kurz gesehen, wo wir den Klang uns angeschaut haben, ihr könnt das Ding unheimlich schnell triggern. Bedeutet, wenn ihr nur den Finger hinlegt und mit dem Finger so kleine Zuckungen macht, dann schießt das Ding einfach unheimlich flott, muss man sagen. Also hier, wie gesagt, ich finde es schön, lässt sich schön triggern. Man muss aber auch vielleicht ein kleiner Fan davon sein, von so einem kurzen Abzug. Wie gesagt, das ist die Geschmackssache, das sieht jeder immer ein kleines bisschen anders. Ich finde es sehr, sehr angenehm. Dann bleibt uns abschließend letztendlich nur noch der Schaft und das habe ich euch vorhin schon mal kurz angesprochen. Auch dieser ist meiner Meinung nach aus ABS-Kunststoff gefertigt. Bedeutet, er fühlt sich auch, von der Oberfläche ist es in Ordnung. Auch hier ganz leicht ein bisschen so strukturiert von der Oberfläche ist in Ordnung. Aber wenn man da mit dem Fingernagel ein bisschen drauf rumkratzt oder mal dagegen klopft, es hört sich einfach ein bisschen schepprig an, muss ich sagen. Und das eben, wie gesagt, bei 620 €, da wäre doch so ein schöner Polyamid-Kunststoff vielleicht ein kleines bisschen schöner gewesen. Und wie gesagt, hier der Schaft aus ABS. Und auch hier habe ich euch vorhin schon kurz gesagt, da habe ich einen kleinen Schnitzer in meinem Review-Modell drin, in dem Schaft. Den zeige ich euch jetzt auch mal. Auch das geht meiner Meinung nach für den Preis besser. Und zwar, wenn wir von oben mal auf den Schaft drauf schauen, dann finde ich hier, die Kante ist wirklich sehr schlecht geklebt.
Also auch das geht, ja, auch das bekommen andere Hersteller leider besser hin. Wie gesagt, das ist jetzt besonders bei meinem Review-Modell, ob das bei allen Modellen ist, kann ich euch leider nicht genau sagen. Dementsprechend zeige ich es euch und spreche es auch entsprechend an. So, und abschließend haben wir letztendlich hinten noch am Festschaft hinten Aufnahmetrageriemen zum Durchfädeln, komplett aus Stahl natürlich gefertigt. Nur hier wieder zu beachten, diese Nieten bzw. die Befestigung von diesem Stahlblech ist komplett offen. Bedeutet, warte mal, wenn ich so herdrehe, könnt ihr sogar die Kabel innen drin sehen. Bedeutet hier 2 Löcher drin, dementsprechend halt vielleicht nicht irgendwie im Regen die Knifte so irgendwie liegen lassen. Dann könnte eventuell Wasser und Feuchtigkeit eindringen. Oder man macht sie von innen mit dem Klebeband zu, dann ist man immer auf Nummer sicher. So, dass das Ding innen drin natürlich komplett hohl ist und entsprechend scheppert, habe ich euch vorhin schon kurz angesprochen. Dementsprechend am besten mit Schaumstoff auskleiden innen drin oder ausstopfen, damit es vom Klang her schöner wird. Dann nehmt ihr auch dieses Kunststoffscheppern ein bisschen raus. Und die Schaftkappe hinten ist letztendlich auch innen drin aus ABS-Kunststoff gefertigt und der Überzug aus einem relativ hartem Gummi. Bevor es gleich weitergeht mit den gesamten Internals, möchte ich euch noch kurz ein paar Tipps mit auf den Weg geben im Puncto Demontage und auch Montage bzw. Zuklappen von dem System. Gibt es ein kleines bisschen was zu beachten. Ich zeige es euch einfach mal ganz kurz. So, zunächst mal, ja klar, der Schaft hinten, der muss einmal weggezogen werden. Da habe ich jetzt auch schon ordentlich Schaumstoff reingestopft. Auch hier einfach so Schaumstoffdinger, einfach die ganzen Hohlräume innen drin einmal ausfüllen, damit ich euch später nochmal eine Aufnahme machen kann, wie sich das Ding mit Schaumstoff letztendlich anhört. Denn wie gesagt, das war so ein richtig schönes Scheppern letztendlich auf dem Schaft drauf. Also hier alles innen drin, alle Hohlräume mit Schaum letztendlich vollgestopft. So, jetzt zurückzukommen, Demontage. Also ihr macht hinten logischerweise den Pin raus, wo der Festschaft gehalten wird. Dann könntet ihr das ganze Modell schon einmal hier hinten aufklappen. So, dann seht ihr, hier hinten kommt bereits die Gearbox einmal ein kleines Stück raus. Ihr müsst aber zunächst mal das Kabel hier einmal durchführen. Ansonsten verklemmt sich das Ganze oder kann sich stark verklemmen. Also Kabel zur Sicherheit einfach mal rausziehen. So, jetzt denkt ihr, gut, dann nehme ich jetzt die Gearbox raus. Ja, da kommt er jetzt genau bis hierher und dann seht ihr ein kleines Problem. Und zwar hat ICS hier hinten nochmal, warte mal, ich zoome noch ein bisschen hin. Hat ICS hier hinten nochmal so eine kleine Strebe festgeschweißt an dem Receiver. Und dadurch kommt ihr hier standardmäßig mit der Tappet Plate nicht drüber. Bedeutet, das sieht jetzt ziemlich grausam aus, aber anders war es mir nicht möglich. Wir biegen die gesamte Flosse von der Tappet Plate komplett rüber und drücken die dann letztendlich über diesen Steg drüber. Normalerweise, ihr könnt ja auch die Tappet Plate locker um 2 mm ohne irgendwelche Timing-Probleme kürzen. Dann könnt ihr sie ganz normal rausziehen. Aber wie gesagt, hier nicht wundern, die müsst ihr wirklich komplett einmal rüber biegen. Sieht sehr, sehr grausam aus. Vor allem, weil halt die Tappet Plate auch nur aus ABS-Plastik ist. Also hier ein kleines bisschen aufpassen. So, dann könnt ihr die ganz normal nach hinten einmal rausziehen, die Upper Gearbox. Und wenn ihr durch den Magazinschacht reinfummelt, könnt ihr ebenfalls die gesamte Hop-Up-Kammer zusammen mit dem Lauf ebenfalls nach hinten entnehmen. Und auch bei der Montage bzw. beim Zuklappen gibt es ein kleines bisschen was zu beachten. Ja, geht leider nicht ganz so einfach, wie man meistens denkt. Zunächst mal der eine Punkt, aufgrund des Short Strokes muss man sich jetzt hier keine Gedanken machen, wie das Sektorgear steht. Bedeutet, das Sektorgear greift in keinem Fall irgendwie in den Pisten rein. Das ist also immer schön gerade oben. Ihr müsst es nicht irgendwie weiter drehen oder weiter drücken oder triggern. Nicht der Fall. Das passt also immer sauber aufgrund der Aktivbremse und des Short Strokes. Was ihr aber vielleicht in der Aufnahme schon erkennen könnt, der Steuernocken sitzt immer schon leicht aufgezogen, beziehungsweise die Tappet Plate wird standardmäßig nach dem Zyklus leicht vorgespannt. Und dementsprechend müsst ihr beim Zuklappen auch die Tappet Plate wieder natürlich sauber hinter diesen Nocken seitlich arretieren. Wenn ihr das nicht beachtet und das System einfach nur mit Gewalt zuklappt, dann könnt ihr auch hier die Tappet Plate bzw. die Flosse hinten abbrechen. Also schauen wir uns das Ganze mal an. Zunächst mal richten wir unsere Hop-Up-Kammer unten drin aus, quasi mit dem Finger durch den Magazinschacht rein, schauen, dass die Hop-Up-Kammer vollständig in den Outer letztendlich reinfedern kann, dass die schön ausgerichtet ist. Dann gehen wir hier hinten her, stopfen diesen Verschlussbolzen oder diese Federstange hier hinten sauber rein. Und jetzt setzen wir die Gearbox einmal an. So, auch hier müssen wir natürlich wieder die Flosse von der Tappet Plate wieder über diesen Steg drüber klappen, beziehungsweise wieder auf die Seite biegen, das Ganze. Wie gesagt, nicht ganz so schön.
So, und dann eben die gesamte Gearbox mal so weit reinschieben. Wenn ihr das Kabel vorher rausgeschoben habt oder rausgezogen habt, auch hier jetzt einfach Stecker und Kabel hinten wieder durchführen. Und jetzt da die gesamte Lower Gearbox letztendlich schon mal leicht hochklappen. Und ihr merkt, je weiter ihr die Gearbox oben, also die Upper Shell nach vorne drückt, desto leichter geht letztendlich dann der Lower Receiver nach oben. Bedeutet, wir schauen jetzt, dass wir mit der Flosse letztendlich hinterm Steuernocken sind, quasi so. Seht ihr das? Wir liegen also hinten an und jetzt da können wir das Ganze zuklappen. Ich kann es euch auch mal anders demonstrieren. Nehmen wir mal an, wir drücken die Upper Gearbox vollständig rein und wollen dann das System zuklappen. Dann kommen wir hier letztendlich volle Kanone auf den Steuernocken mit der Flosse drauf, wenn ihr das erkennen könnt. Also wie gesagt, hier nicht ganz reinschieben, erst ein bisschen hochlupfen, bis wir mit der Tappet Plate mit der Flosse hinter dem Nocken sind und dann könnt ihr das ganze System letztendlich einmal zuklappen und den Festschaft dann wieder montieren hinten. Also wie gesagt, es ist nichts Gravierendes, nichts Schlimmes, aber man muss halt ein bisschen auf die Tappet Plate einmal achten. Dann lasst uns auch heute wieder die Komponenten im Detail durchsprechen. Fangen wir mal bei der Lower Gearbox an. Da hat sich im Vergleich zu den etwas älteren Modellen, auch so diese kompakten PDW oder wie die damals hieß, hat sich minimal ein kleines bisschen was geändert. Ihr seht zunächst mal, dass es sich um diese Version handelt ohne hauseigenes SSS-System. Beziehungsweise ich bin mir nicht ganz sicher, ob ICS das mittlerweile auch wieder umgemodelt hat. Gab es ja damals schon in der Generation 3 und ist heutzutage ja leider immer noch nicht ganz so prickelnd. Habe ich auch erst wieder vor kurzem 2 Kommentare gelesen. ICS SSS-System, ja, mussten sie rausmachen, mussten eine andere Shell rein, da das Ding einfach nicht so gut performt hat wie andere EFCS-Systeme. Aber gut, sei mal dahingestellt, auf jeden Fall hier eben ohne SSS, eine Gearbox-Version ohne SSS. Und im Vergleich zu den etwas älteren, wenn wir das mal umdrehen, hat man jetzt auf der Seite eben nochmal so Arretierungspositionen drin für die Selector Plate. Bedeutet, ihr habt das Klicksystem, habt ihr hier direkt an der Gearbox mit dran. Bedeutet, hier hakt letztendlich die Selector Plate an und erzeugt dementsprechend über euren Feuerwahlhebel dieses Klicken. Das haben natürlich die älteren Gearbox-Versionen haben das nicht. Rein theoretisch müsste aber auch diese Version problemlos zu anderen CXP-Modellen oder M4 AR15-Modellen kompatibel sein. Denn natürlich, ansonsten ist das Ding von den Maßen her 1:1 identisch. Bedeutet auch hier einmal der Durchgang für den beidseitigen Feuerwahlhebel. Das Löchchen ist mit drin, die Lagerung ist exakt identisch. Dementsprechend, wie gesagt, ja, ist zwar jetzt nochmal überarbeitet oder neu bei der Version oder bei den Versionen, aber auch kompatibel zu älteren Modellen. So, von der Passgenauigkeit ist in Ordnung. Ich muss bloß hier immer ein kleines bisschen zuhalten, weil der Abzug drückt ein bisschen und die Kabel drücken ein kleines bisschen. Von der Qualität wieder sehr gut, denn ICS fräst meiner Meinung nach dem Gussvorgang die Shell nochmal nach. Bedeutet, ich gehe davon aus, das Ganze wird natürlich gegossen, wie jede andere Gearbox auch, wird dann zusammengebaut, montiert und dann mit der Fräse nochmal oder mit irgendeiner, vielleicht auch mit einer Schleifmaschine, keine Ahnung, auf jeden Fall bearbeitet. Denn wenn man sich, das geht mir jetzt auf den Zeiger, Sekunde, blödes Kabel da mal raus. Denn wenn man sich die Gearbox jetzt mal von unten anschaut, dann habt ihr das vielleicht gerade schon erkennen können, dass hier eben alles perfekt zueinander passend ist. So, schaut mal, hier, das meine ich, diese Flächen hier. Das sieht für mich aus, als wäre das alles nochmal irgendwie nachgefräst oder nachgeschliffen oder so. Denn hier ist absolut kein Spiel irgendwie zwischen diesen beiden Gearbox-Hälften. Also hier aufs Tausendstel genau letztendlich. Kein Versatz, gar nichts. Dementsprechend, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass die montiert wird nach dem Gussvorgang und dann irgendwie nochmal, entweder über eine Fräse oder über irgendeine Maschine nochmal drüber gelaufen wird. Denn sonst hätte man auch hier unten nicht diese leichten Werkzeugspuren oder Schleifspuren drin. Aber wie gesagt, die Qualität ist wirklich super, perfekt passend. Einmal ebenfalls Nut- und Federsystem und es passt einfach wunderbar zusammen. Also Passgenauigkeit wirklich klasse und natürlich Split-Gearbox, brauchen wir nicht drüber schwätzen. Wie vorhin schon angesprochen, unheimlich benutzerfreundlich, unheimlich zugänglich, auch wer jetzt keine lange Technikerfahrung hat im Airsoft. Es ist einfach ein super System, muss man sagen, und sehr zugänglich.
So, vom Lagersystem hat man jetzt hier 8 mm Starllaufbuchsen drin verbaut. Also auch genauso wie bei der PDW, glaube ich, war das damals. Also auch nicht mehr diese 7 mm, sondern 8 mm, aber halt leider komplett Starllaufbuchsen. Da hätte man vielleicht auch für den Preis ein bisschen Kugellager erwarten können oder eine schöne Mischkombination aus Starllaufbuchsen und Kugellager. Aber gut, ICS hat halt komplett einmal Starllaufbuchsen in das Ding reingezömpelt. Hätte meiner Meinung nach bei der Energie nicht wirklich sein müssen. Da wäre es vielleicht ein bisschen schöner gewesen, auch vom Klang her, wenn man vielleicht eine schöne Mischkombination gemacht hätte. Bedeutet letztendlich am Sektorgear komplett Starllaufbuchsen, das ist in Ordnung. Auch am Spurgear im unteren Bereich Starllaufbuchse würde ich auch drin lassen. Aber dann zum Beispiel am Spurgear oben, bedeutet hier könnte man 8 mm Lager reinbauen. Und zum Beispiel auch am Bevelgear im unteren Bereich hier könnte man ebenfalls ein 8 mm Kugellager reinbauen. Schöne leichtläufige Keramiklager oder sowas. Wäre vielleicht auch vom Klang nochmal ein bisschen schöner gewesen, wenn die Stimmung natürlich gepasst hätte. Schauen wir uns dann aber gleich an. Also wie gesagt, hier Gearbox, Lower Gearbox ist in Ordnung. Auch 8 mm System, tipptopp, können wir nicht schimpfen. Und natürlich sind die Starllaufbuchsen auch hervorragend einmal eingepresst und fallen euch nicht raus und drehen auch nicht in der Shell letztendlich mit. Und auch im zusammengebauten und eingebauten Zustand ist das Modell einfach unheimlich zugänglich und benutzerfreundlich von der Technik, schön umgesetzt. Ihr seht zum Beispiel jetzt hier eine kleine Besonderheit, der Motor sitzt nicht nur einfach nur im Pistolengriff drin, sondern wird auch wie bei einer V3 Gearbox zum Beispiel oder bei einer MP5K über ein extra Motorgehäuse letztendlich oder Motorkäfig mit der Gearbox unten verschraubt. Und das hat gewisse Vorteile, ihr könnt es ganz easy rausziehen, das System aus dem Receiver einfach rausziehen, geht sehr einfach, nur Feuerwahlhebel weg, ist nicht viel dabei und ist auch so einfach super umgesetzt. Auch hier verbaut Begadi wieder ihren Mamba 30K Motor, würde ich auch heute wieder sagen, ist kein Problem. Natürlich gönnt sich seine Ströme, aber daher wir in den Schaft so gut wie alle Akkus problemlos reinballern können, 2150 mAh. Wie gesagt, kein Problem. Wenn jetzt jemand meint, er muss hier 1000 mAh so ganz kleine Mini-Lipos verwenden, gut, dann kann man demjenigen auch nicht helfen. Aber wie gesagt, viel Platz für den Akku ist vorhanden, dementsprechend starker und sehr, sehr schneller Motor drin verbaut, sitzt hervorragend drin und auch die Motoreinstellung ist von ICS perfekt. Das kann man, da möchte ich euch mal kurz einen Tipp geben, das kann man natürlich jetzt hier im ausgebauten Zustand, kann man es ganz easy hier seitlich mal prüfen, dass wir hier ein minimales Zahnspiel vorhanden haben, so circa 0,1 mm. Ein kleines bisschen Luft, bedeutet die Motoreinstellung ist perfekt. Und was ich bei ICS ebenfalls immer sehr geil finde, Motor einstellen aufgrund des Split-Designs. Bedeutet, wenn man so ein Kreischen drauf hat und man einfach jetzt nicht die ganze Zeit Pistolengriff weg und Motorhöhe und nachschimmen und gucken will, dann kann man bei ICS einfach nur das System aufklappen, kann mit einem langen Inbusschlüssel hier oben quasi reingehen und kann im unteren Bereich das Bevel Gear quasi ebenfalls bewegen oder quasi sein Zahnspiel kontrollieren. Hat man hier gar keine Luft drin, kann man einfach unten am Pistolengriff die Motorschraube ein kleines bisschen Fitzelchen weiter raus, wieder von oben einfach reingehen und einfach so das Zahnspiel vom Pinion Gear zum Bevel Gear sauber einstellen. Wie gesagt, das ist unheimlich benutzerfreundlich bei diesem ICS Split Gearbox System. Eine kleine Ergänzung vielleicht noch, wenn ihr doch mal irgendwie nachschimmt oder das Modell mal auseinanderbaut, mal nachschmieren wollt, achtet natürlich wie üblich bei ICS hier vorne auf dieses Locking-System für die Upper Gearbox. Bedeutet, die Schraube hier, die könnt ihr euch entweder komplett sparen oder ihr schraubt sie nur rein, also nicht anziehen. Denn sobald ihr die festzieht, kann das Teil hier, dieses Locking-System hier vorne, nicht mehr federn und kann dementsprechend die Gearbox nicht mehr arretieren. Also die Feder, wie gesagt, nur reinschrauben, nicht festziehen und dann einfach nochmal prüfen, damit das Teil da vorne sauber federn kann. Dann natürlich wie üblich bei Begadi auch hier wieder ihr eigenes Core, EFCS und MOSFET-System drin verbaut und das finde ich heute auch wieder sehr gut. Bedeutet nicht das hauseigene SSS-System, was leider immer noch nicht mit anderen Systemen mithalten kann, sondern ihr eigenes Core ist super schnell, hohe Ströme, stark belastbar, Mikrotaster über den Abzug, Zyklenüberwachung, das Modell kann euch nicht schämen, Akkuüberwachung, Akkuabschaltung. Bedeutet ein schönes Plug-and-Play mechanisches EFCS und MOSFET-System, so wie man sich das wünscht.
Also hier wieder, ja klar, muss man wieder einen Pluspunkt geben, ist einfach klasse. Allerdings habe ich heute einen kleinen Punkt, den ich gerne ansprechen möchte, den ich vielleicht nicht ganz perfekt umgesetzt finde. Und zwar, jetzt haben sie hier ihr Core drin, das ist, wie gesagt, das ist super. Und gleichzeitig aber auch einen CNC gefrästen Abzug. So, der ist jetzt aber vom Design her nicht irgendwie speziell, also es ist ein ganz normaler MP5-Abzug, nicht irgendwie, ja, im Straight Cut, bedeutet nicht irgendwie gerade oder sowas oder nur leicht angewinkelt, sondern ganz normal mit dem Radius unten drin. Jetzt aber einen kleinen Punkt, ich habe es euch vorhin vielleicht schon kurz angesprochen, bei der Verarbeitungsqualität, man hat in der Sicherung über den Abzug relativ viel Spiel, finde ich. Bedeutet, wenn wir mal den Safety Lever in die Sicherung stellen nach oben, dann könnt ihr hier erkennen, dass wir hier einfach in der Sicherung schon sehr viel Spiel auf dem Abzug haben. Wenn man da jetzt schon so einen CNC-Abzug aus Aluminium fräsen lässt, warum baller ich denn da hinten nicht irgendwie ein kleines Gewinde rein mit einer kleinen Madenschraube bzw. mit einem Gewindestift, damit ich den Abzug wie zum Beispiel bei E und C einmal vorspannen kann. Dann hätte ich einfach dieses Spiel über den Gewindestift reduzieren können. Ist mir hier leider out of the box nicht irgendwie schnell möglich. Bedeutet, wenn man das reduzieren möchte, muss man wieder hergehen und muss sich dann quasi hier hinten rein, wartet mal, muss man aufpassen, dass wir es nicht zu knapp machen, quasi einmal so circa, dass man hier hinten auf die Fläche unten am Abzug einfach wieder irgendwas mit Sekundenkleber draufklebt, mit der Feile anpasst, damit man hier den Abzugsweg etwas reduzieren kann. Wie gesagt, da wäre so ein kleines Schräubchen, wäre da meiner Meinung nach deutlich interessanter oder deutlich schöner gewesen. Dementsprechend, wie vorhin schon angesprochen, eben in der Sicherung ein bisschen Spiel im Abzug oder viel Spiel und letztendlich kommt der Druckpunkt bzw. der Taster erst ganz hinten im hintersten Bereich. Wer meine alten Videos oder viele Videos von mir kennt, der weiß, dass man auch das über den Aufkleben von einem kleinen Teil hier oben etwas schöner machen kann. Upsa, fliegt er gleich mal raus. Bedeutet, hier habt ihr die Fläche, hier oben die Fläche hier vom Abzug drückt letztendlich hier auf diesen kleinen Taster. Und wenn man sich da einfach so ein Millimeter Gummi aufklebt oder ein kleines Kunststoffteilchen mit einem Millimeter einfach mit Sekundenkleber drauf, auch dann kann man einfach den Abzug oder kommt der Abzug einfach ein bisschen früher. Und man muss nicht irgendwie einen gefühlten Kilometer Abzugsweg einmal zurücklegen. Ja, natürlich, es ist wirklich nur, ja, wie soll ich sagen, es ist wirklich nur der Fall, wenn ihr weiter vorne triggern möchtet. Ihr könnt aber, wie vorhin auch schon gesehen, sehr fein und sehr schnell triggern, wenn ihr den Abzug einfach hinten stehen lasst. Das ist euch überlassen. Ich mag ihn lieber ein bisschen weiter vorne vom Winkel her, aber wie gesagt, ihr könnt auch einfach hinterziehen bis zum Taster und könnt dann da hinten letztendlich im Millimeterbereich einmal triggern. Das ist, wie gesagt, das ist euch überlassen. Bei den Gears finden wir weiterhin die standardgesinderten Stahlgears von ICS vor. Also auch hier schon etwas in die Jahre gekommen, nicht weiter optimiert, nicht irgendwie anders untersetzt, sondern ganz normal 18:1. Aber gerade im Vergleich zu China Standard-Gears von der Materialgüte bzw. von der Haltbarkeit her doch ein kleines bisschen besser. Bedeutet, wenn ihr bei einer ICS mal eine 130er, 140er Feder auf Dauer spielt, dann machen euch das die Gears im Regelfall länger mit, wie jetzt Standard Stahlgears aus, von mir aus von Specna Arms, von Lancer, von E und C. Das ist ja letztendlich alles das Gleiche. Also die verschleißen minimal ein bisschen schneller, wie zum Beispiel die ICS Gears. Allerdings einen kleinen Punkt, Thema Shimming werden wir uns das dann später nochmal anschauen. Das ist leider nicht ganz gut gelungen, beziehungsweise Shimming nicht vorhanden. Und auch haben ICS im Regelfall immer ein von sich aus so ein ganz leichtes Kreischen drauf. Bedeutet auch, wenn ihr die Gears perfekt einschimmt, werdet ihr vermutlich das Klangbild nicht ganz so schön hinbekommen, wie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, von mir aus mit einem 13.1er Silverline Gearset oder mit einem G&G Gearset. Die sind also, wenn sie korrekt eingeschimmt sind, etwas laufruhiger. ICS Gears könnt ihr zum Beispiel mit Ares vergleichen. Auch diese haben von sich aus immer schon so ein ganz leichtes, minimales Kreischen drauf. Aber wie gesagt, nichts Gravierendes. So, weitere Besonderheiten finden wir am Sector Gear vor. Hier kein volles 16-Zahn Sector Gear, sondern geshortstroked auf 13 Zähne. Bedeutet, die ersten 3 Zähne auf der Catch-Seite sind nicht mehr vorhanden. Ist natürlich aufgrund der kurzen Lauflänge von gerade einmal 229 mm mehr als ausreichend. Da wäre auch noch 12 Zahn gegangen oder sogar 10 Zähne. Hätte vom Volumen noch locker gelangt. Also hier ein 13-Zahn Short-Stroke-System. Ist in Ordnung, das Modell wird ein bisschen spritziger dadurch und ebenfalls, was ich gut finde, aufgrund des Split-Designs, muss man jetzt nicht mehr darauf achten, auch bei sehr starken 11.1er Akkus,
Wenn man das Modell zuklappt, beziehungsweise den Upper Receiver zuklappt, muss man nicht mehr achten, wie steht denn jetzt das Sector Gear. Kennt ihr vielleicht noch von früher, da musste man immer wieder hergehen und musste dann das Gearset ein bisschen weiter drehen oder einen schwächeren Akku hin, kurz mal ein bisschen Trigger mit dem Trigger spielen, bis das Sector Gear in der korrekten Position gestanden ist, damit man das Modell wieder zuklappen hat können. Das ist eben aufgrund des Short Strokes und der Aktivbremse von dem Bugatti Core System kein Problem mehr. Bedeutet, es bleibt immer korrekt stehen und ihr könnt das Ding einfach zuklappen. Nur halt auf die Tappet Plate aufpassen, habe ich euch vorhin schon gezeigt. So, und die nächste Besonderheit, ihr seht, hier ist bereits von ICS ein Delayer drauf verbaut auf dem Sector Gear. Bedeutet, die Tappet Plate und auch die Nozzle wird dementsprechend etwas länger zurückgehalten beim Schusszyklus, wodurch die nächste Kugel aus dem Magazin etwas mehr Zeit hat, nachgeladen bzw. nachrutschen zu können. Also hier bereits ein Delayer drauf verbaut. Meiner Meinung nach hätte aber zum Beispiel vom Timing her der Nocken von dem Sector Gear oder der Steuernocken von der Tappet Plate um ca. 2 bis 3 mm weiter hinten sitzen können. So ist es jedes Mal der Fall, dass die Tappet Plate nach dem Schusszyklus etwas vorgespannt wird und die Nozzle etwas aufgezogen wird. Wie gesagt, obwohl eine Aktivbremse drin ist. Hätte meiner Meinung nach vom Timing, wie gesagt, ein kleines bisschen weiter hinten sein können. Daher das Ding aber keinen Druckverlust hat und sauber performt, kann man es auch nicht wirklich kritisieren. Also Gearset ist in Ordnung, Shimming schauen wir uns jetzt an. Dann lasst uns ebenfalls auf das Thema Shimming eingehen. Eine Frage an ICS, auf wie viel Zehntel genau shimmt ihr eigentlich eure Gears? Vermutlich die Antwort von ICS, ja. So, bedeutet hier letztendlich Shimming meiner Meinung nach nicht vorhanden und bekommt man bei jedem China-Hersteller heutzutage etwas besser. Bedeutet, wenn ihr euch mal das Sector Gear anschaut hier oben drin, könnt ihr das sehen? Ist locker, ganz locker, 1 Millimeter Luft einmal drin. Ebenfalls das Spur Gear ca. 0,2 bis 0,3 Millimeter. Kleines bisschen Luft drin und ebenfalls das Bevel unten. Warte, da brauche ich irgendwas zum Drücken. Auch das Bevel unten letztendlich genauso. Also auch hier am Bevel letztendlich auch so ca. 0,2 bis 0,3 Millimeter Luft. Und wie gesagt, das bekommt man heutzutage bei anderen Herstellern, auch bei günstigeren Herstellern, bekommt man das besser. So, jetzt heute ein Punkt. 1 mm Spiel auf dem Sector Gear finde ich gerade bei so einem mechanischen EFCS-System als etwas, oder betrachte ich als etwas kritisch. Denn nehmen wir an, ein Sector Gear fängt an zu drehen und drückt zum Beispiel auf die Seite rüber. Bedeutet, der Nocken wandert letztendlich von diesem kleinen Mikrotaster einmal weg. Bedeutet gleichzeitig auch, dass der Nocken auf dem Mikrotaster eine geringere Auflagefläche hat, um diesen zu betätigen. Jetzt kann es natürlich sein, dass sich der Kunststoff-Mikrotaster auf Dauer dann einmal abnutzt. Denn die Auflagefläche ist einfach deutlich geringer. Also hier bin ich der Meinung, das hätte man definitiv einmal besser machen können. Dementsprechend werde ich es heute genauso machen wie letzte Woche bei dieser EC25. Ich habe euch vorhin jetzt bereits die Aufnahme, oder bereits ja vorhin schon Aufnahme gemacht, Klangbild out of the box. Und ich werde jetzt dann ebenfalls hergehen und werde die Gearbox einmal komplett nachschimmen, werde auch den Schaft mit Schaumstoff ausstopfen und dann schauen wir mal, ob wir vielleicht das Klangbild von dieser MX5 noch ein kleines bisschen schöner bekommen. Denn wie gesagt, hier, das ist einfach, sowas sollte meiner Meinung nach nicht sein. Und dann muss ich ebenfalls mal gucken, dass wenn wir das Sector Gear sauber eingeschimmt haben, dass ich vermutlich auch die Platine nochmal mit 1, 2 Lagen Isoband oder vielleicht sogar 3 Lagen Isoband einmal unterlege. Je nachdem, wie weit ich eben jetzt mit dem Sector Gear shimmen muss. Aber das habe ich schon öfters in Reviews einmal angesprochen. Wie gesagt, ich werde sie später nachschimmen und dann schauen wir mal, ob es was bringt vom Klang oder eben nicht. Dann lasst uns weitermachen mit der Upper Shell bzw. obere Gearbox. Hier letztendlich von den Maßen außenrum erstmal identisch zu den AR15 oder CXP Modellen. Nur wie bei anderen MP5 Modellen die Gearbox auch wieder leicht überarbeitet. Das sieht man, wenn man von oben drauf schaut. Hier ist normalerweise dieser Steg oben drauf oder diese Erhöhung, wo normalerweise der Charging bzw. der Spannhebel drin läuft. Ist bei der MP5-Version nicht vorhanden und dementsprechend wurde hier die Gearbox komplett einmal plan oben abgefräst.
Das kann man, glaube ich, im Video recht gut erkennen. Bedeutet hier einfach für euch zu merken, wenn euch die Gearbox doch mal kaputt gehen sollte, was normalerweise nicht der Fall ist, dann benötigt ihr speziell wieder diese Upper Gearbox von der MX5 bzw. von der MP5. Also eine normale CXP AR15 bekommt ihr aufgrund der Bearbeitung hier oben nicht reingeschoben. Das etwas zu beachten. Und das kennt ihr auch zum Beispiel auch bei den Syma MP5 Modellen oder auch von anderen Herstellern. Auch bei normalen Standard V2 Gearboxen weichen die MP5 Versionen immer minimalst ab. Bedeutet auch bei denen ist oben dieser Versatz einmal nicht vorhanden oder die sind einfach oben nochmal um ca. 2 mm ein kleines bisschen flacher. Das muss man halt immer ein kleines bisschen beachten. Ansonsten, wie gesagt, so eine Upper Gearbox von ICS bekommt ihr im Regelfall nicht kaputt, außer ihr übertreibt es einfach maßlos von der Feder oder verbaut einen Zylinderhead, der nicht kompatibel ist. Ansonsten, wenn ihr das Ding mit einer 130er, 140er Feder auf Dauer spielt, das hält die Gearbox problemlos aus. Ich habe in meiner alten CXP, das Ding ist mittlerweile 8 Jahre alt, um die bestimmt schon locker 80.000 bis 90.000 Schuss durch. Die Komponenten innen drin wurden zwar mittlerweile einmal komplett getauscht, die waren durch, aber die Gearbox ist immer noch die gleiche. Also unheimlich solide und robuste Gearbox. Seht ihr zum Beispiel auch, wenn wir von oben mal drauf schauen und das Ganze vergleichen mit einer handelsüblichen V2, deutlich mehr Material hier im oberen Bereich vorhanden. Gerade an den Punkten, wo die normalen V2-Shells gerne mal reißen oder brechen oben, auch auf der gegenüberliegenden Seite, eher angelehnt an eine V3, bedeutet der Radius zieht sich hier etwas stärker über den Zylinder drüber, dadurch auch hier nochmal mehr Material vorhanden und natürlich auch vom Schützen aus rechts hier unten so eine richtig schöne dicke fette Strebe drin, um einfach das Material hier nochmal etwas zu verstärken. Und wie gesagt, die hält locker eine 130er, 140er Feder auf Dauer aus. So, von der Qualität ist das Ganze in Ordnung, sitzt sauber zusammen. Auch hier kann man es vielleicht nochmal erkennen. Gleiches Spiel wie bei der Lower, bedeutet auch hier letztendlich gegossen und dann später nochmal irgendwie über eine Maschine bearbeitet. Bedeutet, es ist wirklich aus Hundertstel letztendlich genau passend, diese Gearbox-Hälfte. Auch hier sieht man vielleicht so leichte Spuren, so Maschinenspuren oder Werkzeugspuren. Sieht einfach gut aus und macht qualitativ einfach einen hochwertigen Eindruck. Also da würde ich definitiv nicht schimpfen und natürlich hier auch das, wie vorhin schon gesehen, das unheimlich geile Federschnellwechselsystem drin mit diesem Stahl-Spring Guide mit Axiallager hinten. Den kennt man von ICS mit diesen vier Flügel bzw. 4 Pin-Systemen. Bedeutet im Vergleich zu anderen Herstellern der Spring Guide nicht nur mit 2 Flügel ausgestattet, sondern hier sind so 4 gehärtete Pins einmal eingepresst. Und dadurch wird der Spring Guide einfach in der Shell schön gerade geführt und gehalten. Wäre jetzt zwar bei dem Modell nicht unbedingt nötig gewesen, da das später alles hinten nochmal fixiert wird mit diesem fetten Block im Upper Receiver. Aber wie gesagt, das ist immer interessant bei anderen Modellen, wo man gerne mal so eine Konterschraube hinten auf dem Spring Guide braucht, wäre jetzt zum Beispiel bei ICS eben aufgrund des 4-Pin-Systems nicht nötig. Denn wie gesagt, der kann euch aufgrund der Pins hier hinten nicht irgendwie rumklappern, sondern der wird einfach schön sauber und gerade geführt bzw. gehalten. Weiter geht's mit dem Pisten und mit dem Zylinderset. Hier sind von ICS bereits die ganzen Master-Mod-Teile verbaut. Ja, ICS nennt die Komponenten Master-Mod, ein China-Hersteller nennt das Ganze Standardkomponenten letztendlich. Ja, wie gesagt, es sind wirklich qualitativ gute Internals. Ich würde sie aber jetzt auch nicht unbedingt höher einstufen wie von einem China-Hersteller. Ja, 0815 Standard-Internals. Also das, was bei ICS noch wirklich als Master-Mod bezeichnet wird letztendlich, sind eigentlich mittlerweile auch Standardkomponenten, muss man sagen. So, aber nichtsdestotrotz, die Komponenten sind wirklich hochwertig, kann man gar nicht schimpfen. Der Piston ist zwar vom Material ein kleines bisschen weicher, bedeutet ja, es ist ein PA-Piston, hat aber etwas weniger Glasfaseranteil im Vergleich zum Beispiel Retro Arms zum Beispiel oder FPS oder Begadi, die müssten alle so um die 30-35% Glasfaseranteil haben. Der ICS müsste ca. 10 bis 15% haben. Dadurch ist einfach der Kunststoff minimal ein kleines bisschen weicher. Macht aber einen Bock meiner Meinung nach auch nicht fett. Auch die Zähne unten noch wunderbar, ca. 1000-1200 Schuss kurz durchgeknallt. Sieht man zwar hier hinten ganz leicht, wo Sector Gear ein bisschen dagegen läuft, sieht man so ganz leicht, dass es ein bisschen zum Glänzen anfängt, auch hier ein bisschen. Aber wie gesagt, kein Abrieb oder sowas sichtbar, dass die Beschichtung schnell weggeht oder diese Oxidschicht oder was das da ist, keine Ahnung.
Sieht also wunderbar aus, komplett Stahlzähne und ebenfalls mit gerade einmal 15 Zähne. Bedeutet, der vorletzte Zahn fehlt und es wäre euch auch mit einem Zylinderhead, mit einem großen Sorbo, wäre es euch ebenfalls noch möglich, den AOE einmal einzustellen oder anzupassen. Denn dieser ist wie üblich bei ICS natürlich nicht optimiert und nicht eingestellt. Müsste da also nochmal um ca. 1,5 bis 2 mm etwas weiter nach hinten mit den Pisten, wenn ihr den AOE perfekt haben möchtet. Das ist aber auch immer ein bisschen tricky bei ICS einzustellen, den AOE. Da müsst ihr dann die Lower Gearbox unten drunter legen, die beiden Gearbox-Hälften, damit das alles zusammenpasst, um den AOE einmal einstellen oder nachprüfen zu können. So, also Pisten ist in Ordnung. Auch der Pistenhead vorne ist tipptopp, Aluminium. Aluminium CNC gefertigt mit Ventilation, ein O-Ring, so ein Standard-O-Ring letztendlich drin und im inneren Bereich ein Axiallager. Das ist vollkommen in Ordnung. Und was ICS auch gut umgesetzt hat, ist der Durchmesser des Pistenheads. Das hatten wir jetzt die letzte Zeit schon häufiger, gerade eben auch bei so Norwich SSR4. Gut, Specna Arms verbaut ja mittlerweile wieder ein Kunststoff-Pistenhead. Aber es gibt einfach Hersteller, die haben vom Durchmesser von dem Pistenhead immer ein kleines bisschen zu viel. Und dadurch kann es Alu, wenn er eben nur ein O-Ring hat, immer wieder im Zylinder ein bisschen schleifen. So, und ICS hat es aber super umgesetzt, denn das Aluminium selbst hat gerade mal einen Außendurchmesser von 23,3 mm. Und das wiederum bei einem Standardzylinder mit 23,8 bedeutet, wir haben zur Wandung hin 0,5 mm Luft drin. Und das ist in Ordnung, dadurch schleift euch der Pistenhead bzw. das Alu eben nicht im Zylinder. Also Durchmesser 100% passend. Der O-Ring, ja, ich weiß nicht, entweder ist er ein bisschen zu hart, aber er kommt von der Abdichtung relativ spät, muss man sagen, beziehungsweise man benötigt relativ viel Druck, damit er von der Ventilation nach außen gedrückt wird. Kann ich euch dann später gleich mal zeigen. Wie gesagt, es dichtet sauber ab, aber er hätte auch vom Außendurchmesser minimals größer sein können oder von der Gummimischung selber vielleicht auch ein kleines bisschen weicher sein können. Wie gesagt, aber nichts Kritisches, wie gesagt, ist in Ordnung. So, dann haben wir einmal den Zylinder. Da muss ich heute leider ein kleines bisschen was kritisieren, vielleicht minimals. Es ist ein stinknormaler Messingzylinder, das ist in Ordnung. Hätten wir vielleicht auch Edelstahl nehmen können. Aber das ist erstmal wurscht. Wichtig ist natürlich, dass der Zylinder innen drin schön aufpoliert ist. Wenn man allerdings hier mal reinschaut, sieht man teilweise in der Lauffläche ganz kleine Furchen. Würde ich auch nicht so kritisieren. Aber was ich als kritisch sehe, wenn man hier an der Volumenreduzierung entlang fährt mit dem Finger, dann hat man hier innen drin so einen schönen Grat. Bedeutet, es ist unheimlich scharfkantig im inneren Bereich. Das ist nicht gut. Jetzt hat man hier zwar nur ein 13 Zahn Sektorgear, dementsprechend werde ich es nicht so gravierend ansprechen, aber wenn natürlich der O-Ring jedes Mal über diesen Grat drüber läuft, dann kann es passieren, dass sich der O-Ring an der Kante ein bisschen aufscheuert und dadurch verschleißt. Wer das beheben möchte, Zylinder einmal ordentlich sauber machen innen drin, dann nehmt ihr 800 oder 1000er Schleifpapier und geht von innen ganz leicht über diese Fräsung bzw. über diese Volumenreduzierung innen drin einmal drüber, damit ihr einfach diesen Grat innen drin entfernt. Wie gesagt, nicht zu 100% perfekt. So, dann bleibt uns letztendlich noch der Zylinder und die Nozzle. Der Zylinderhead ist ebenfalls hervorragend, auch aus Aluminium gefertigt. Auch vorne so eine schöne harte zweite Pufferfläche eingearbeitet, wie man es auch von FPS kennt oder auch von diesem Begadi Zylinderhead oder Lonex Zylinderhead. Also hier vorne schöne harte Zusatzpufferfläche drin, Aluminium, Qualität hervorragend. 2 O-Ringe, die hervorragend abdichten und hinten drauf ein Sorbo-Pad. Das Sorbo ist allerdings, ja, für den internationalen Markt mit Full Auto ist es in Ordnung. Für den deutschen Markt Semi-Only hätte es vielleicht ein bisschen weicher sein können. Denn hier verbaut ICS ein relativ hartes und sehr dünnes Sorbo-Pad. Bedeutet, es müsst ihr ungefähr, ja, irgendwie so 70, 80 Shore ungefähr haben und gerade mal 1 bis 1,5 mm stark sein. Wie gesagt, das ist für den Full-Auto-Markt oder internationalen Markt ist es in Ordnung. In Deutschland, wie gesagt, Semi-Only, wenn man den Klang ein bisschen dumpfer haben möchte, nimmt man heutzutage eigentlich einen Zylinderhead mit einem schönen, fetten, weichen Sorbo. Dann bekommt ihr einfach dieses schöne, dumpfe Ploppen hin bei einer SAEG. Aber wie gesagt, die Qualität ist wirklich super und auch die Abdichtung ist hervorragend, denn über diese beiden O-Ringe sitzt der gesamte Zylinderhead unheimlich press im Zylinder drin.
Da müsst ihr auch aufpassen, wenn ihr den mal rausbaut, dass ihr den so parallel wie möglich und vorsichtig wieder einpresst, denn ansonsten könnt ihr ganz schnell einen dieser Ohrringe abscheren. So, dann drehen wir den mal, dann drehen wir den mal einmal in Position, einmal so her. So, und wie gesagt, dann sitzt das Ding da wunderbar und sauber einmal drin, kann jetzt nicht großartig rumschlackern oder sowas, dichtet sauber ab, dementsprechend hervorragend, würde ich sagen. Und dann lasst uns ebenfalls noch über Nozzle und Tappet Plate sprechen. Und hier wurden gestern Abend noch kurzzeitig Informationen von Begadi für dieses Review nachgereicht. Denn anscheinend gibt es Unterschiede bei der Hop-Up-Kammer und entsprechend auch Unterschiede bei der Nozzle. Bedeutet, bei meinem Review-Muster, was ich jetzt hier bekommen habe, war out of the box eine Begadi-Nozzle drin verbaut mit einer Länge von 21,15 mm mit 2 Ohrringen. So, und die passt perfekt, die läuft wunderbar auf dem Zylinderhead, schön leichtgängig, dichtet hervorragend ab, denn auch der Sitz auf dem Zylinderhead ist hervorragend. Bedeutet, wenn ihr hier mal seht, in Schussposition, ja, so gut wie gar kein Spiel drin. So, und hier habe ich eben gestern nochmal eine E-Mail bekommen von Begadi, dass anscheinend je nach Modell eine unterschiedliche Nozzle-Länge drin verbaut sein kann. Also legt euch jetzt mal nicht fest, irgendwie bei mir ist jetzt eine 21,15 drin. Es könnte aber auch sein, dass bei euch vielleicht eine 21,25 drin ist. Denn Begadi passt die Nozzle immer entsprechend auf die Hop-Up-Kammer an, denn hier scheint es irgendwie Probleme zu geben. Wie gesagt, weiteres weiß ich jetzt auch nicht. Auf jeden Fall bei mir ist eine 21,15 mm Nozzle drin verbaut. Und die passt hervorragend und passt auch von der Länge perfekt zu der Hop-Up-Kammer bzw. zu dem Bucking. Bedeutet, wenn wir das mal aufsetzen, merken wir hier bei den letzten 0,5 mm, dass hier bereits der Druck von der Nozzle kommt. Bedeutet, in meinem Fall jetzt zum Beispiel ist die Länge perfekt geeignet, feedet sauber, dichtet sauber ab, habt ihr vorhin gesehen, und funktioniert tadellos. Auch wenn wir uns das Ganze mal von unten anschauen, quasi die Hop-Up-Kammer jetzt einfach mal gegen die Gearbox pressen und die Nozzle einmal auffahren, dann sieht man auch, dass diese weit genug aufmacht, um eben die Kugel rein zu lassen in die Hop-Up-Kammer, beziehungsweise dass das Ganze eben auch problemlos feeden kann. So, ich wollte noch euch kurz ein paar Tipps geben wegen der Tappet Plate, da müsst ihr ein bisschen aufpassen. ICS Tappet Plates von der Split Gearbox weichen leider zu Standard V2 Tappet Plates gerne etwas ab. Bedeutet, sollte euch diese brechen, denn ja, die ist wirklich nur aus ABS, das seht ihr auch relativ weich im Vergleich zu anderen Tappet Plates. Sollte euch die brechen, entweder exakt 1:1 die gleiche wieder installieren, oder aber, wenn ihr eine bessere haben wollt von Garda, von FPS, dann müsst ihr ein bisschen Erfahrung haben, denn ihr müsst die Flosse hinten entsprechend zu eurem Sector Gear und auch von der Länge einmal anpassen. Also nicht einfach nur rein und denken, das funktioniert, das könnte in die Hose gehen. Also hier ein bisschen aufpassen, Kompatibilität einmal Tappet Plate. Und dementsprechend auch wie vorhin schon angesprochen, natürlich auch darauf aufpassen oder darauf achten, wenn ihr das System zuklappt, dass ihr die Tappet Plate mit einem Schraubendreher oder mit irgendwas immer ein bisschen zurückzieht, damit diese einfach sauber am Sector Gear bzw. am Nocken sauber arretieren kann. Also nicht einfach mit Gewalt zuklappen, weil sonst brecht ihr die Flosse hier hinten umgehend einmal ab. Gut Leute, und abschließend wie immer natürlich einmal im Detail wieder Lauf- und Hop-Up-System, und das ist out of the box ein absolut geiles Hop-Up-System. Bedeutet meiner Meinung nach von ICS einfach die brauchbarste MP5 Hop-Up-Kammer auf dem Markt. Denn ja, auch Syma und JG, die Hop-Up-Kammern, die funktionieren alle, auch G und G natürlich. Aber mit diesem Schiebersystem können die sich gerne mal ein bisschen verstellen. Bedeutet, man muss ausgleichen mit O-Ringen, ein bisschen mehr Spannung aufbauen, damit der Lever oder der Schieber sich eben nicht verstellen kann. Wie gesagt, kann bei anderen Herstellern immer wieder mal ein bisschen vorkommen, out of the box. So, ICS macht das Ganze aber genau andersrum. Bedeutet, beziehungsweise das heißt genau andersrum, ihr müsst hier, oder ich habe es euch vorhin schon gesagt, ihr müsst hier, um den Hop einzustellen oder mehr Hop einzustellen, müsst ihr den Schieber nicht nach hinten ziehen, sondern müsst diesen nach vorne schieben. Und dann habt ihr eben hier an der Seite so eine Rasterung dran, beziehungsweise, ja, so eine Rasterung einfach, also lauter so, vielleicht könnt ihr das erkennen, lauter so kleine Zacken letztendlich, und hier läuft der Kunststofflever hier oben drin. Bedeutet, es ist keine stufenlos einstellbare Hop-Up-Kammer, sondern das Ganze über Klicks. Es funktioniert aber tadellos, und wenn ihr den Hop eingestellt habt, dann bleibt das Ding unheimlich konstant. Also ihr könnt da durchrotzen, was ihr wollt. Das funktioniert einfach super und verstellt sich nicht.
Dementsprechend, wie gesagt, super Hop-Up-Kammer, werde ich heute auch einen Pluspunkt dafür geben, auch auf die Konstruktion, auf die Arretierung vorne. Funktioniert out of the box einfach klasse und das Ganze auch wieder kombiniert mit dem Bugatti Fly 5 in 60 Shore mit einem passenden 5 mm Tensioner. Weil wie gesagt, das finde ich einfach super. Somit quasi die ganzen Probleme, die man immer hatte mit Syma zum Beispiel oder teilweise auch mit JG, mit dem Verstellen, hier einfach nicht vorhanden. Wie gesagt, es lässt sich über das Klicksystem einfach sauber einstellen. Perfekt wäre es natürlich gewesen, wenn das Ganze auch noch stufenfrei irgendwie zu handhaben gewesen wäre. Aber gut, alles kann man natürlich nicht haben. Was ich auch sehr gut finde, lasst mich mal die Feder darunter ziehen. Die Laufarretierung hat ICS ebenfalls saugeil konstruiert. Bedeutet, ihr seht hier vorne drin, das ist letztendlich euer C-Clip. Bedeutet, ihr habt jetzt nicht wie üblich den C-Clip einfach von unten einfach reingesteckt, sondern der C-Clip wird mit dem Lauf und gleichzeitig mit dieser Arretierung hier vorne verpresst. Bedeutet, wenn ihr diese beiden Schrauben hier links und rechts zugeschraubt habt, dann sitzt der Lauf einfach bombenfest. Also da geht gar nichts. Den könnt ihr nicht drehen, den könnt ihr nicht ziehen. Der sitzt einfach hervorragend drin. Und wie das ganze System aufgebaut ist, das schauen wir uns ebenfalls ganz kurz im Detail an. Wir lösen also mal die vorderen zwei Schräubchen, dann nehmen wir diese Stahlklemme, also diese Stahlarretierung hier, die nehmen wir einmal ab und dann seht ihr im hinteren Bereich ist das Ganze hier nach innen drin ja gefasst, beziehungsweise läuft ein bisschen schräg zu. Und wenn ihr dann diese Klemmung hier aufschraubt oder zuschraubt über die Schrauben, dann wiederum quetscht ihr zusätzlich diese beiden C-Clip-Hälften. So, bedeutet, wir können das auch mal rausrotieren und es sitzt brutal gut drin. Also richtig schön straff, dichtet auch hervorragend vom Bucking her ab. Müsst ihr ein bisschen vorsichtig rausziehen. So, und hier seht ihr jetzt mal die Arretierung. Das sind zwei Clips letztendlich, die ebenfalls sehr straff zusammensitzen und den Lauf quasi halten. Bedeutet, ihr klippt das Ganze einmal links, einmal rechts auf die entsprechende Arretierung drauf, verschraubt das Ganze dann zusätzlich mit dieser Klemme vorne, wodurch diese beiden Hälften ebenfalls nochmal zusammengedrückt werden gegen den Lauf dagegen. Und dann habt ihr einfach eine unheimlich geile Fixierung von eurem Lauf oder von eurem Inner. Das finde ich einfach von ICS echt gut umgesetzt, muss man sagen. Also finde ich, wie gesagt, ich persönlich finde, auch wenn es eine stinknormale Hop-Up-Kammer ist, das Ding funktioniert einfach out of the box richtig gut und ist einfach ja, durchdacht konstruiert, finde ich. Also Thema Hop-Up-System wird heute, wie gesagt, einen Pluspunkt geben, denn nicht nur die Kammer ist gut, sondern das gesamte System einfach. Der Lauf gut, der Lauf ist ein stinknormaler Aluminiumlauf, 229 mm 603, vermutlich eloxiert, das seht ihr auch, ich habe da schon ein bisschen rumgekratzt, seht ihr, schwarz eloxiert und ist auch noch nicht sonderlich hart. Bedeutet natürlich, irgendwann wird auch diese Eloxalschicht bei dem Alulauf da kaputt sein. Aber dann könnt ihr immer noch mal hergehen und könnt dann aus Edelstahl reinzimmern. Wie gesagt, da möchte ich out of the box gar nicht schimpfen, denn er ist innen drin komplett sauber, keine Rückstände oder sowas drin. Auch das Hop-Up-Bucking von Bugatti wieder, dieses Fly 5 in 60. Das funktioniert einfach wieder mit 028, 03, von mir aus 032. Das funktioniert einfach out of the box wieder richtig, richtig gut, muss man sagen. Also hier gesamtes Hop-Up-System werde ich heute einen Pluspunkt geben, denn out of the box definitiv mehr als brauchbar. Gut Leute, dann sind wir am Ende angekommen. Es fehlt natürlich wieder mein ganz persönliches Fazit heute zu dieser ICS MX5-P Generation 2 bzw. ICS MP5 mit Split Gearbox. Sprechen wir mein Fazit wieder durch. Was finde ich jetzt zunächst mal gut an der Knifte? Da gebe ich einen Pluspunkt auf den gesamten Receiver und auch auf die Fertigung. Bedeutet nicht irgendwie wie bei Syma oder bei JG irgendwie so eine Zink-Alu-Legierung, sondern hier komplett aus Stahlblech gefertigt. Und gleichzeitig von der Qualität eben super, von der Verarbeitung wirklich super. Einmal der Stahlreceiver und das ganze Modell wirkt unheimlich leicht. Wie gesagt, sie wiegt 2700 Gramm mit dem Dummy Light vorne dran. Ich hätte sie auf 2,4 oder 2,5 geschätzt. Wie gesagt, da ist auch kein Unterschied, ob man jetzt so eine AR15 aus Kunststoff in der Finger hat oder das Modell. Gerade eben im Vergleich zu diesen aktuellen Syma-Modellen mit diesem fetten Block da hinten dran, mit dem Schiebeschaft, was einfach unheimlich viel Gewicht auf die Knifte draufpackt. Hier doch ein kleines bisschen leichter, obwohl es Stahl ist und eben keine Zink-Aluminium-Legierung. Also Stahlreceiver, erster Pluspunkt. Der zweite Pluspunkt ist dann das EFCS MOSFET-System in Kombination von diesem Trigger oder von diesem Abzug. Kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Das funktioniert einfach klasse. Bedeutet, wunderschöner Mikrotaster, auch der Abzug nicht zu stark gefedert. Bedeutet, ihr nehmt den Taster im hinteren Bereich sogar wahr. Habt ihr gesehen, ihr könnt unheimlich schnell triggern, schnell feuern.
Auch wenn ich jetzt kein Fan davon bin, die ganze Zeit so übers Feld zu rennen. Aber es ist möglich, sagen wir mal so, out of the box. Die Zyklenüberwachung, die Akkuüberwachung, es funktioniert einfach super. Dementsprechend gesamtes EFCS MOSFET-System wieder ein Pluspunkt. Der nächste Pluspunkt auf der Liste, gesamtes Split-Gearbox-Design, gesamte Aufbau, Konstruktion von dem System, ist einfach mega. Super zugänglich, benutzerfreundlich, auch für eine Wartung. Wenn ihr mal irgendwie nachschmieren wollt, wenn ihr das Shimming kontrollieren wollt, wenn ihr die Motoreinstellung kontrollieren wollt vom Zahnspiel her. Ihr kommt einfach super schnell und benutzerfreundlich überall hin. Ihr müsst hier nicht 10.000 Schrauben rausmachen und rausziehen und Motor weg und hier und da und pipapo. Ist also sehr, sehr zugänglich. Dementsprechend auf das gesamte Split-Design beziehungsweise auf die gesamte Konstruktion von der Gearbox und pipapo gebe ich wieder einen Pluspunkt heute. Finde ich gut. Auch wenn eine ICS aufgrund dieser Split-Gearbox natürlich etwas lauter ist vom Aufprall her, die Vibrationen, alles überträgt sich ein bisschen stärker wie bei anderen Systemen, dennoch ist es einfach benutzerfreundlich. Also Split-Gearbox-Konstruktion ein Pluspunkt. Und wenn wir jetzt schon gerade dabei sind bei diesem Split-Gearbox-Design, ebenfalls ein Pluspunkt wieder Feder-Schnellwechselsystem. Schafft einmal wegziehen, kommt er von hinten direkt einmal ran, eine Schraube rausmachen, diesen Block. Wie gesagt, ihr könnt das Modell komplett flexibel betreiben. Ihr könnt sie so out of the box spielen, von mir aus hoch bis 1,6, 1,7. Ihr könnt aber auch hergehen, könnt sie runterdrosseln auf 1 Joule und das Teil in der Halle spielen. Sie wiegt nicht zu viel, ihr könnt sie problemlos drosseln. Und wenn ihr Lust und Laune habt, könntet ihr sogar über so einen einstellbaren Pistenhead mit einer schwachen Feder vielleicht sogar runter auf 0,5. Also hier wieder aufgrund der Konstruktion, Feder-Schnellwechselsystem, Flexibilität wieder einen Pluspunkt. Der nächste Pluspunkt und worüber ich mich heute besonders gefreut habe, das Ding performt vom Hop-Up out of the box deutlich besser wie andere. Bedeutet, wo man bei einer Syma oder bei einer JG gerne mal bei der Hop-Up-Kammer nacharbeiten muss, nochmal ein O-Ring aufbringen muss auf die Schraube oder Schimmscheiben aufbringen muss, damit sich das Hop-Up auf Dauer einfach nicht verstellt, ist das bei ICS einfach nicht der Fall. Bedeutet, ihr habt ein Klicksystem, die Kammer oder der Lever oben, der arretiert einfach sauber in der aktuellen Position und dadurch bleibt der Hop auch auf lange Zeit unheimlich konstant und sauber. Auch kombiniert Bugatti das Ganze wieder mit ihrem Flybucking, mit ihrem Tensioner. Und das ist einfach ein super Hop-Up-System out of the box. Bedeutet, muss jetzt hier auch nicht hergehen und, sage ich mal, für 0,3 irgendwie nochmal ein anderes Bucking rein, einen Tensioner optimieren, schauen, ob es vielleicht irgendwie eine bessere Hop-Up-Kammer gibt. Nein, auspacken, Mumpeln rein, Akku rein, zack, gib ihm. Ein bisschen einschießen, fertig. Also gesamtes Hop-Up-System finde ich gut, gebe ich einen Pluspunkt. So, und dann gebe ich auch einen Pluspunkt, einen weiteren. Wie vorhin schon gesagt, ihr könnt das Modell, und ihr habt es auch gesehen, ihr könnt das Modell unheimlich schnell triggern. Da ist wirklich kaum noch Unterschied zu anderen Systemen, die vielleicht auch Burst und Full Auto schießen. Natürlich, es gibt auch schnelleres, ein 13.1er Gearset oder sowas, natürlich. Aber wie gesagt, es ist einfach ein unheimlich spritziges und schnelles System. Ihr stellt den Abzug hinter, ihr fühlt den Taster, ihr macht einfach nur noch so mit dem Finger so kleine Zuckungen. Und bei jeder Zuckung löst sich ein Schuss oder bricht ein Schuss. Also wer es mal braucht und mal ein bisschen schneller am Abzug ist, dann hier definitiv ja nicht von schlechten Eltern, muss man sagen. Also Zyklenzeit, schön schnell, schön spritzig, gebe ich einen Pluspunkt. So Leute, jetzt habe ich aber heute leider doch noch ein paar Punkte, wo wir ebenfalls drüber sprechen müssen, die leider nicht ganz so geil sind. Fangen wir mal bei den Neutralpunkten an. Der Vorderschaft ist super vom Handling, vom Gefühl her, von der Haptik super, Polyamid-Kunststoff, schön schlank, klasse. Allerdings im Vergleich der Lower Receiver, wie auch der Festschaft hinten, sind meiner Meinung nach nicht aus Polyamid-Kunststoff, sondern aus ABS gefertigt. Und das für 620 € geht meiner Meinung nach nicht ganz in Ordnung. Warum nur ein Neutralpunkt? Die Qualität, die Haptik ist dennoch in Ordnung. Bedeutet, sie fühlt sich nicht irgendwie billig an, wie so eine schundige Amazon-Knifte oder sowas. Es fühlt sich also dennoch wertig an, obwohl es ABS-Kunststoff ist. Es wäre aber natürlich noch geiler gewesen, wenn es Polyamid ist. Also hier kleiner Neutralpunkt, meiner Meinung nach der Festschaft wie auch der Lower aus ABS und nicht aus PA. So, nächster Neutralpunkt, auch nur Neutralpunkt, da bei der Version jetzt hier mit diesem Dummy Light eigentlich auch nicht wirklich nötig. Bei dieser Version mit diesem Rail-System vorne, aber hätte ich sogar als Kritik gegeben. Standardmäßig out of the box kein 14 mm Standard Linksgewinde. Für Schalldämpfer-Attrappen oder Tracer geht meiner Meinung nach überhaupt nicht. Bedeutet, hier bekommt er eh kein Schalli drauf, dann müsstet ihr das Dummy Light einmal wegschrauben, damit der Schalli drauf passt. Bei dieser RES-Version muss man wieder einen Adapter kaufen. Warum denn?
dann wäre ich doch, wenn ich schon so viel Geld für die Knifte nehme, dann hätte ich halt so einen blöden Adapter zumindest noch irgendwie einen Karton mit reingepfeffert, dass diejenigen, die einfach einen Schalli oder einen Tracer verwenden wollen, auch direkt out of the box die Möglichkeit dafür haben. Wie beim Lieferumfang schon angesprochen, wenn man sich einfach überlegt, was man bei anderen Herstellern für deutlich weniger Geld bekommt, kann hier ICS einfach nicht mithalten. Genauso oben Montage. Bei der Syma habt ihr oben Picatinny gleich mit dabei, könnt einfach Rotpunkt draufschustern und fertig. Hier müsst ihr wieder so eine Klemmmontage wieder extra kaufen, Adapter extra kaufen. Und das für 620 €. Also ausbaufähig, muss man sagen. Dementsprechend kein Gewinde, gebe ich jetzt mal als Neutralpunkt. Wie gesagt, ein bisschen schade. Kritikpunkte. Kritikpunkte habe ich 3 Stück heute. Erster Kritikpunkt ist das Shimming, welches seitens ICS nicht vorhanden ist. Bedeutet es Sektorgear 1 mm Luft links und rechts, es Spurgear 0,2 bis 0,3 und auch das Bevelgear ebenfalls 0,2 bis 0,3. Und auch das wieder in Bezug auf den Preis. Für 620 €, Leute, erwarte ich einfach, dass das Shimming perfekt out of the box ist. Ja, natürlich, Sie können nicht hergehen und können jetzt jede Gearbox perfekt aufs Zehntel genau einschimmen. Wenn aber nur ein Zehntel Luft drin ist, dann ist das für mich akzeptabel, denn das bekommen auch China-Hersteller hin. ICS nicht, da hat man halt 1 Millimeter Luft drin und dementsprechend kreischt auch die Knifte out of the box leider etwas stärker, wie wenn man jetzt hergeht und das ganze System etwas nachschimmt. Habe ich euch ebenfalls einmal aufgezeigt und ein bisschen verglichen. Also wer sich auskennt, vielleicht einmal nachschimmen. Nächster Kritikpunkt. Im Karton erstens mal ein Magazin dabei, bei anderen Kniften, Arcturus, E und C, Syma auch, bekommt man 2 Midcap-Magazine bei den AR-15-Modellen mit beigelegt. Und ich glaube sogar bei den Syma MP5s müssten, glaube ich, auch 2 Midcaps dabei sein. Bei 620 € bei ICS bekommt ihr ein High-Cap-Magazin dazu im Karton. Was soll das? Was will ich mit einem High-Cap-Magazin? Also hier auch Magazin High-Cap meiner Meinung nach auch wieder ein bisschen in Bezug auf den Lieferumfang etwas ausbaufähig. So, und wenn man sich das jetzt alles mal anschaut, muss man auch ganz klar leider heute einen Kritikpunkt auf den Preis geben. Denn, ja, wie gesagt, auch diese letzte Woche oder vorletzte Woche diese neuen E&C-Kniften, EC25, BC9 Competition, sauteuer geworden, 520, 530 €. Da bekomme ich aber bei weitem mehr für den Preis, wie ich hier für 620 von ICS bekomme, meiner Meinung nach. Der Receiver aus Stahl ist super, aber da wären meiner Meinung nach 500 €, 499 €, auch mit der aktuellen Wirtschaftslage, mit der Inflation, wäre das in Ordnung gewesen. Aber 620, nur dafür, dass ich eine Split-Gearbox und einen Stahlreceiver habe, finde ich leider ein kleines bisschen zu teuer heute. Wäre also bestimmt auch etwas günstiger gegangen. Und wie gesagt, beim Lieferumfang, da habt ihr keine Klemmung dabei, kein Gewinde dabei, ein High-Cap und müsst dennoch sehr viel Geld einmal auf die Theke legen. Also Preis leider heute einen Kritikpunkt. Müsst ihr überlegen, wisst ihr, mir schwirrt halt immer so der Vergleich im Hinterkopf rum, eine Syma. Selbst so eine Begadi-Version von dieser Syma MP5 mit Pick-Rails drauf, mit Gewinde, mit M-Lock-System, kostet um die was kostet die? 380, 400, glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall deutlich günstiger wie die ICS. Bedeutet, ihr könnt euch für den Preis, könnt ihr euch nochmal eine Backup rauslassen, könnt euch nochmal einen Akku dazu kaufen oder 2 Akkus dazu kaufen, könnt noch Mumpeln dazu kaufen und dann habt ihr eine Primary, habt ihr eine Secondary oder eine Backup und eben noch Zubehör dazu. Für den Preis, was ihr nur für diese MP5 bezahlt. Also hier, wie gesagt, Preis ein bisschen zu hoch und meiner Meinung nach wirklich nur für Liebhaber, die nicht so stark auf das Geld achten müssen. So Leute, das soll es gewesen sein. Wollt ihr etwas zu diesem Review ergänzen? Habt ihr weitere Fragen? Habe ich irgendwas vergessen oder falsch erklärt? Ihr wisst Bescheid, wie immer. Einmal Kommentarfeld unten nutzen. Hat euch das Video gefallen? Like, Abo und vielleicht eine Mitgliedschaft auf Patreon dalassen. Ich würde mich mir immer mega drüber freuen. Und wir sehen uns nächste Woche dann zum nächsten Video. Bis dahin, macht's gut.